Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Master Detective Archives Raincode. Beim letzten Mal haben wir die nächsten Ermittlungen hinter uns gebracht, die offenbart haben, dass das vierte Kapitel eine dezente, subtile Anspielung an The Perfect Insider ist. Und tatsächlich ist es ein ziemlich komplizierter Fall, zumindest was das, also vor allem was das Howdown angeht, aber eigentlich auch was das Whodunit angeht. Eigentlich alles. Eigentlich ist es diesmal alles ziemlich kompliziert und verwirrend für mich bisher. Die einzige Idee, die ich habe, ist, ey, es könnte dieselbe Story sein wie in The Perfect Insider, aber das Ding ist, ich glaube nicht. Also erstens könnte es nicht genau dieselbe sein, aber auch ein paar der Details, die ich jetzt so im Kopf habe, die ich dann schon beim letzten Mal geäußert habe, denke ich jetzt einfach mal nicht, dass es wirklich passieren wird, einfach weil ich dann doch hoffe, dass das Spiel mich einfach nur austricksen möchte. Dann ist natürlich die Frage, was ist die tatsächliche Auflösung? Und darauf habe ich bisher noch keine Antwort. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diesmal die Fortes mit reinspielen könnten. Also vor allem die von Fubuki und Vivia. Vielleicht. Es wurde so ein bisschen angedeutet. Wie viel da dran ist, finden wir dann bald heraus. Vielleicht. Vielleicht werde ich heute tatsächlich mal überrascht. Oh, Vivia. This is called the Mystery Labyrinth. So, this place is a physical manifestation of mysteries from the case? Ja, genau das. You can tell? Well, anyway, this actually isn't my forte. It's... Due to the power of death. Her, right? Huh? So you really could see me this whole time? He could? It's due to my spiritual affinity. Ever since I was young, I've been able to see otherworldly things. My forte was gained through training that innate talent. Though, I wasn't able to see her clearly like this before. I could tell you were talking to some haze following you around, but that was it. Naja, meistens war sie auch so eine Art Dunst, eher. Until one day, I used my spectral projection at the agency and saw that death got clear as crystal. After that, I did some research. I discovered that the WDO Underground Book Vault held something called the Book of Death, and also that someone had taken it. Wer mag das denn gewesen sein? Did I take it? Before I lost my memories? I don't know. Since you're a rookie, I doubt you'd have access to the book vault. Only a handful of people have WDO clearance for that. Just a handful? Anyway, you've been using this ability to solve the other cases up till now, haven't you? Yeah. So, this is also related to the mysterious deaths of all those culprits? Nee, das war Zufall. My guess is, clearing a labyrinth, a materialization of a mystery, causes its true perpetrator to die. Schön, dass wir gar nichts erklären müssen. Er hat den Plot einfach so von selbst verstanden. If that's the case, you've killed a lot of people with your own hands, Yuma. Well, I didn't really kill anyone. It's just what happens when... Nope. I may be the one reaping their souls, but the blood is still on your Halt die hands. Fresse, Shinika. Was ist denn los mit dir? Ich will das doch gar nicht. No point in pretending to be a goody two-shoes. You're risking your life to solve these mysteries. I see. So you're determined to do this, huh? Sorry, but I don't think I have that kind of conviction myself. So, I think I'll take a nap here while you go and risk your life. Ja, meinetwegen. You can sleep if you want, but you won't be able to get out. Is that so? If you're not with Master when and if he solves the labyrinth, this place will collapse around you. Na, er wollte ja an irgendeinem Tag irgendwann mal sterben, ne? Also vielleicht gar nicht so schlimm. In the real world, you're free to die here. Regrets? I don't have any of those. But there are still some things I've left unfinished. Especially after you exposed the mystery of this case. What do you mean by that? I'll be perfectly clear. I'm just going to tag along. I'll leave the heavy lifting to you. I don't care what you do, just don't get in our way. Well, Master,
Let's do the usual. Ja, das Übliche, gerne. Yeah, okay. Ja, Master, same. Genauso Are you fühle ich ready mich to auch. give your life for the truth? Here we go again. I am. Ich weiß nicht, welche Cutscene ich lieber mag. Ihre Transformations-Cutscene oder die Schwert-Auszieh-Szene. Genau die, so nennt man sie. Ich glaube, ich finde beide absolut großartig auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, welche ich besser finde. Ich meine, das ist schon ziemlich großartig, oder? Ja. Mein Gott. Aber hey, so oft sehen wir sie nicht mehr. So oft sehen wir sie alles nicht mehr. Ne? Wir müssen uns langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass es sich aufs Ende zumacht, okay? Wir werden das alles vermissen, sobald wir damit fertig sind. Is that sword for cutting through mysteries? This place must be pretty dangerous. Ja, und manchmal kotzt sie auch noch. Also ja, alle sind bedient. Danke. Kannst du auch noch erklären, Vivia? Verstehst du auch, was das war? Warum das so war? Is that key something like a clue for the case? Ja, richtig. Du hast verstanden, wie das Spiel funktioniert. Wow. Looks like you're ready to go. Could you be more of a downer? Whatever. I'm gonna ignore you. So let's go and unravel this mystery labyrinth. Let's hunt down this culprit who preys on the truth. We have to walk? This is unbearable. Come on! You're bumming me out here. I thought you were going to ignore him. Nö, es ist wohl ganz schön schwer. Er redet ja doch mal ungewöhnlich viel, ne? Sonst ist er ja relativ still gewesen, die ganzen Kapitel über. Naja, jetzt hat er mal eine Hauptrolle. Do you remember anything about the case? You mean Dr. Huesca's murder? Warte mal. Or are you talking about when Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Er hat attacked? bisher noch gar nicht gefragt, was überhaupt los ist. Huh? You remember? Everyone else that came here lost their memories. Ist wohl auch Teil seiner Fähigkeit, I guess. That's pretty rare. Must be because of his whole Ja, spiritual sure. Er ist sowieso immer so halb in der spirituellen Welt unterwegs und I don't know. Ja, makes sense. So the others lost their memories. That's why no one remembers this death god. How rude of them. It's thanks to yours truly. Das hätten sie die ganze Zeit tun müssen. Ja, aber okay, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber klar, wenn sie das die ganze Zeit gemacht hätten, dann hätten sie es in der Story begründen müssen, warum die anderen Charaktere nach dem Mystery Labyrinth nicht darüber geredet haben, was hier passiert ist. Ja, hätten sie halt nicht. Es hätte nicht für jeden eine Überraschung sein müssen, hier zu landen. Also es die hätten es ja danach als offenes Geheimnis behandeln können, aber I guess, die wollten es rauszögern für Gründe. Ich weiß nicht. That reminds me, I used my coalescence with Fubuki before Vivia. But Vivia is the only one who came into the Mystery Labyrinth. I guess coalescence got overridden. Maybe it only takes the most recent ability. I don't know either. You don't know? But coalescence is your power, Shinigami. Relax, will ya? Minor detail. You would have been better off with Fubuki. She would have been far more useful for this case. It doesn't matter anyway. No one can use their forte here. So now I really don't have to do anything. Na, vielleicht kannst du trotzdem intelligente Sachen sagen. Das kann Fubuki nämlich nicht so gut meistens. Jeez, you ever think your lack of motivation could be contagious? Hey, relax. Er ist halt genauso motiviert wie ich jedes Mal, wenn ich ins Mystery Labyrinth gehe. Ich fühle das so sehr. Oh, gar keinen Bock auf die Scheiße. Mach doch einfach das auf. Ich habe die falsche links gelöst. Er ja auch. Ich glaube, er hat den Fall schon gelöst. Das Ding hat er doch, oder? Wirkt auf mich zumindest so. Und, ja. Er ist also einfach ich in jedem anderen Mystery Labyrinth. Nur diesmal ausnahmsweise nicht so wirklich. Aber hey, vielleicht habe ich es bald. Vielleicht verstehe ich es bald. Und da steht I nichts. wish they wouldn't spring out of nowhere like that. I thought this labyrinth would only require your wits. But it looks like it's going to take more than that, Yuma. Well, he doesn't have a whole lot of wits, so he doesn't have a choice. True, kann ich bestätigen. Hat er wirklich nicht.
Also was ist jetzt die Frage? Gibt's keine Frage? Huh? Why didn't a problem appear? Not only was there no problem, no choice appeared either. Master, maybe you don't even know which mystery to start with to solve this case. Yeah, there's so many unknowns. I'm honestly feeling lost right now. Come on! You gotta know where to start with this stuff, or you won't be able to solve a single thing. Let's decide that for now. What's the first mystery of this case? The first mystery is the fact that Dr. Wesker was murdered in a completely locked room with no way in or out. Echt? Ist das das erste Mysterium? Na gut. The doctor was located deep in the critical lab, behind Ja, ich wüsste aber auch layers nicht, of wo wir anfangen security. sollen. Also ja, das kann es wohl sein, He meinetwegen. was found stabbed to death. We Ja, das were ist the passiert. first to discover the body. Ich weiß. Because of that, we were thought to be. Ich weiß, dass es So passiert how ist. did the culprit get in? Ich war dabei. That's what I don't know. But the culprit is definitely the hitman, right? I think so, but I'm not absolutely Der Täter ist sure. definitiv der Killer, oder? Ich glaube auch, ja. Besides, even if the hitman did it, Also was von der Definition there's nach. the question of who hired him. But there's no doubt the hitman stabbed Chief Yako. That's the only thing I'm absolutely certain about. Peacekeepers? Kanai Ward's garbage. What are you doing here? Yomi Hell's smile. So the director of the Peacekeepers is here. Yeah, but he's just part of the Mystery Labyrinth. I figured. In other words, he's a monster created from the labyrinth, right? Right. You pieces of shit. Disturbing the peace of Kanai Ward! Lass mal ein Design. Doesn't seem like an easy opponent. Das sieht gar nicht so lächerlich aus, weil die meisten Mystery Labyrinth Character Designs sehen eigentlich ziemlich But we have no choice blödsinnig aus. for Chief Yako. Das könnte schon ein JRPG-Boss sein. You killed Dr. Wesker, didn't you? Turn yourselves in so I can torture you to death! Aber gut, schauen wir erstmal, wo wir anfangen, genau. Hast du ein paar Vorschläge, was passiert sein könnte und wie ich da reingelangt sein könnte? Ja, mit Armor Pearl. Ja, ich meine, wir waren da drin. Okay. Wir müssen einfach nur jetzt wahrscheinlich erstmal widerlegen, dass wir es waren. Als wir dann da drin waren. Genau. You're the ones who killed Dr. Wesker. Genau. You disarmed the security. Was haben wir hier? Sicherheitsprotokoll. Ja. Giftgaseigenschaften, Schuhabdruck. Weiß ich halt nicht, ne? Nehmen wir erstmal das hier. Schauen wir mal. System to the doctor's lab. And then murdered him inside. Until you actually entered the lab, the security system for the critical lab stayed active. It's impossible to bypass the system while it's active. Hä? In other words, Ja. no one can enter the doctor's lab. True. There couldn't be an intruder. Which makes you the culprit. I have no fucking clue. Right. But Ah, ja, You're the ones who Oh killed no, es Dr. wird wirklich Wesker. schwer. Ich muss wirklich nachdenken in diesem Fall. Ach nee, ich mag das. Ich mag gar nicht nachdenken. Ist mir aufgefallen. Warum ist das Spiel auf einmal anspruchsvoll? Nein, ich bin nur langsam. Ich meine, ja, das ist alles wahr, was du sagst. Ich meine, ich könnte halt There das hier couldn't be an verwenden, intruder. um zu sagen, dass es aber, ich glaube nicht, dass es das Which makes ist. you the Hat auch nicht culprit. funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert übrigens. Hm. but Ja, also es. Ist das was? Ist das dein Ernst? Das ist wirklich die richtige Lösung? Das, was ich nicht getroffen habe? Be an intruder. Aber der Schuhabdruck beweist doch nichts. Das könnte doch auch unser Schuh gewesen sein.
Also I guess, ja, wir könnten überprüfen, ob das unser Schuh ist und es passt dann zu keinem unserer Schuhe und so weiter und so fort. Vielleicht, aber... Ja, meinetwegen. In fact, there was a mark on Amapal's head, like someone kicked it. That mark wasn't there when we borrowed it. It's proof that someone else was in the lab. Ich weiß nicht. You call that Das evidence? sehe ich nämlich halt auch nicht als Beweis. Ich dachte nur, ich habe es nur ausprobiert, weil ich dachte, das ist die einzige Idee, die ich irgendwie habe. Thing that comes out of that- Aber weiß nicht. Don't make me Ach, du willst mir sagen, ich verstehe, was das nächste ist. Er sagt mir jetzt, das war doch der Doktor selbst. There was an intruder? Aber nein, er ist nämlich barfuß gewesen. Weil das haben wir doch als Beweis, dass er barfuß war. Ziemlich sicher. Oder haben wir das als Beweis? You proved that yourself! Inwiefern, was? Wovon redest du? Achso, soll ich da draufschlagen? Ich habe keine Ahnung. What do you want from me? Also kann ich jetzt da draufschlagen? Ist das in Ordnung? Ich verstehe dieses blaue System nicht, das ist total unnötig und kacke und egal. Also, was haben wir bewiesen, ne? What do you mean? We proved there wasn't an intruder. You still don't understand? Don't make me laugh! Also. Ich glaube, wir haben nicht die Beweise, dass er barfuß war. Ich glaube, das haben wir auf einem Ladescreen gelesen. Verdammt nochmal. Laborkarte. Okay. Die vielleicht. Other intruder? Ja, dann. Then where did they go? Okay, ja. Dann nicht dahin, sondern hierhin. Was ist das da drin? Die Abdeckung ist vergittert. Fügt über ein Scharnier, um das Öffnen-Notizen zu erleichtern. Ja, okay. By the time you arrived at the scene, there was no one else, right? Ich glaube auch. There's no place to hide in the critical. Doch, tatsächlich. Ich bin sehr froh, dass wir das gerade so früh klären, dass man sich da versteckt hat beim Rausgehen wahrscheinlich. The vent's cover can be easily removed, and there's just enough space for someone to fit inside. If they hid inside the decontamination device, we wouldn't have seen them when we arrived at the scene. So what? You've got it all wrong anyway. Everything is wrong. Your existence is all wrong. Have fun chasing that fake truth you found. Bin dabei. Ich hab bisher habe ich Spaß. Kein Problem. Aber ja, ich denke, es wird dann wirklich darauf hinauslaufen, dass der Mörder durch das Gift durchgelaufen ist. Und wahrscheinlich jetzt tot ist. Vielleicht. We managed to defeat him this time, but it's not over yet. Ist Jako der Mörder? Ein Moment. Ich meine, ich weiß nicht, wie das... Also, nee, vom Timing her passt es nicht. Es wären keine 30 Minuten vergangen. Aber wir haben uns ja aufgeteilt, danach hat er niemanden mehr gesehen. Wer weiß, wann er da rein ist, ne? Weil Jako ist tot. Ja, klar, er hat eine Stichwunde. Aber die kann ja auch einfach so nebenbei passiert sein. Nee, und er ist ja jetzt gerade am Sterben. Er ist dann erst später irgendwann gestorben. He sure is Warte mal, ist er jetzt tot oder nicht? Ich habe schon wieder vergessen, ob er jetzt tot ist oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Zeit seitdem auch vergangen ist, seitdem er dann da rumlag und alles. Also ja, doch, er könnte vergiftet worden sein. Maybe. Anyway, there's no doubt someone else was inside the doctor's lab. So let's unravel each mystery one at a time. All right, we'll get it this time. Aber ich habe gerade keinen anderen Beweis dafür. Ich müsste mehr darüber nachdenken. Und das tun wir jetzt einfach mal nicht. Also ja, es ist auf jeden Fall ein Now that we've Eindringling. wedged our way into this mystery, we just gotta head through the labyrinth and Also ich meine, ja klar, ich hatte auch die Theorie, dass es alles gefaked ist vom Doktor selbst. Aber glaube ich jetzt irgendwie nicht. Gerade weil er 3 Stichwunden im Rücken hat. Alles eher unwahrscheinlich. Right here!
just now getting to the point? What a pain. So true, Vivian, so true. Aber ist es diesmal gar nicht so schlimm. Du hättest mal beim letzten Mystery Labyrinth dabei sein müssen, wo wir kurz vor Ende zum Punkt gekommen sind. Also, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt beim Punkt angekommen sind, aber bei alles ist irgendwie jeder Punkt. Bisher finde ich nichts richtig überflüssig. The culprit probably hit Amapel on their way out. After that, they must have intended to leave the lab. But they couldn't because we were in the front chamber. So they hid inside the decontamination device to avoid us. So, if you checked inside the decontamination device on the way to... You would have caught the culprit then and there. Yeah, but it was an emergency and we had no idea they were in there. It's super lame to make up excuses, Master. It's not an excuse, but it is true. If I had thought about why Amapal was knocked over at that time, I would have realized the culprit was in there. We could have waited in ambush to search for them. Tatsächlich wahr. And if I'd caught the culprit then, Chief Yako wouldn't have gotten stabbed. Ich will mal jetzt ganz kurz einfach nachgucken. Lösungsschlüssel nochmal ganz kurz. Was genau macht das Giftgas so? Ist bakteriell, da sind normale Gasmasken unwirksam. Wenn man den Atem anhält, genau. Es dauert ungefähr 30 Minuten nach der Exposition, ja, bis sich die Toxine ausbrennen und der Tod ist nicht aufzuhalten. Ich müsste halt wirklich wissen, wie viel Zeit vergangen ist zwischen dem Ganzen so genau. Master, wallowing in regret is even lamer. If you have time for that, you have time to keep going. Right. Ha, 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 ha. Well, wir werden es herausfinden. Bald. Wir werden noch mehr Hinweise jetzt nach und nach geliefert bekommen. Dann wüsste ich halt immer noch nicht, wer der Mörder ist, der Yako trotzdem auch angegriffen hat. Another fork in the path. Weil den gab es ja auf jeden Fall, den haben wir ja gesehen. Wie kam der Täter ins Labor? Seems like we're finally at the central question. This is the first step to solving how the culprit committed an impossible murder. I leave the rest to you. I'm going to read a book or something. You can bring your own stuff into the Mystery Labyrinth? He's just special. Come on. Also, wie kam der Täter ins Labor? Durch Stromunterbrechung kann nicht sein. Er ist gar nicht erst reingegangen. Vom Doktor hereingebeten. Nein, also so hat er ja nicht reagiert. Also muss es das Sicherheitssystem sein, was deaktiviert wurde. Aber die Stromunterbrechung geht ja nicht. Er ist gar nicht erst reingegangen. Wait. Wait a second, natürlich. Also vielleicht rede ich Blödsinn. Es kann sein, dass ich Blödsinn rede. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür ist es relevant, dass... Nein. Okay, ich schneide das raus. Hi, ich habe gerade eine der insanesten Ideen überhaupt geäußert und dann gemerkt, dass sie keinen Sinn ergibt. Deswegen habe ich sie jetzt rausgeschnitten und ihr werdet niemals erfahren, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß es immer noch nicht so richtig. Ich bin tatsächlich verwirrt. Also ich würde jetzt tendieren, zuerst gar nicht erst reingegangen. Weil die Reaktion vom Doktor passt nicht dazu, dass er reingebeten wurde. Außer, wie gesagt, ja, ich hab recht und der Doktor, also meine ursprüngliche Theorie ist doch richtig und der Doktor hat mit drin gesteckt und wollte ermordet werden, aber das glaube ich halt nicht. Mittlerweile mehr und das kann es halt nicht sein. Also deswegen tendiere ich jetzt zu, aber die Theorie, die ich eigentlich geäußert habe dazu, ergibt keinen Sinn. Ich kann es euch trotzdem sagen, also eine Theorie war gerade, dass sich der Mörder auch vorher schon in der Luftschleuse versteckt hat. Und dann, als wir mit Amapel, den haben wir dann stehen lassen und sind rausgegangen wieder. Und dann hat er sich selbst auf Amapel draufgestellt und ist mit ihm durch die Gegend gefahren bis zum Raum und hat dann erst den Mord begangen. Aber das würde halt nicht dazu passen, dass der Doktor ja schon vorher darauf reagiert hat, dass jemand bei ihm eingebrochen ist. Das wäre dann ja noch nicht passiert. Also, ja, das passt halt nicht. If the doctor committed suicide, then the culprit wasn't the intruder, but the doctor himself. But if the doctor did it, there would be no intruder. The doctor was Ich glaube, es ist falsch übrigens. Ich glaube, hier geht's nicht weiter.
Oh doch, es geht weiter. Nevermind. Aber es war auf jeden Fall kein Selbstmord. Also das meine ich jetzt nicht damit. Huh? A trap? Guess you were wrong, Yuma. Well, I already knew that before you entered. Ja, ich weiß auch nicht. Ich war auch nicht zufrieden damit, nur... Why didn't you tell me? You wanted me to tell you? You should have said so earlier. People only grow by learning from past mistakes. Na gut, if you say so. Master, we have to get out of here! How do we get out? Use logic to show how this route is the wrong one! All right, I'll try. Verwende Logik. Das kann ich am besten. Okay, warum ist der Doktor halt Selbstmordbegangen nicht richtig? Ja, das weiß ich, wegen der Stichwunde im Rücken. Das habe ich schon lange gesagt. Und auch wegen der Reaktion. Wobei, na okay, die Reaktion kann ja fake sein. Ja, das wäre dann ja eine weitere Begründung dafür. Also ich wollte auch gar nicht sagen, dass es was vergangen hat. Ich wollte nur sagen, dass er nicht vorher reingegangen ist. Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Well, I may have messed up, but at least we got a little closer to the truth. Ein ganz kleines bisschen, ne? Maybe, but if you hadn't messed up in the first place, you wouldn't have to come up with such a lame excuse. I know. I'll do better next time. Kann ich noch nicht versprechen. Kann ich absolut noch nicht versprechen. Wie lange muss ich jetzt noch diesen Weg entlang laufen? Oh mein Gott, Spiel. Riveting Gameplay. Das ist dann wohl die Strafe dafür, wenn man Sachen falsch wählt. Man muss nochmal einen Gang entlang laufen, bevor man es nochmal versuchen darf. Ich weiß es jetzt leider immer noch nicht, ne? Wo der wirklich vom Doktor reingeht, das kann nicht sein, die Reaktion. Ja, die Reaktion kann fake sein. Ich weiß, das habe ich jetzt schon 5-mal gesagt. Aber war sie dann auch fake? We'll do it. Nein, da kommt die Reaktion. Das kann doch auch nicht der Strom sein. Das ist doch beides. Vielleicht ist alles falsch. Vielleicht ist das der Punkt gerade. Vielleicht ist das der Punkt. Alle 3 Sachen sind falsch und es gibt noch eine 4. Lösung. The doctor invited the culprit in? But why? Things are so muddled now because we're assuming the culprit forced their way inside. If the culprit was invited to the lab, then he easily would have been able to enter. Ah, so you think the doctor disabled the security? He wouldn't need it if he was expecting a guest. Ja, aber dann würde die Reaktion nicht passen, nicht wahr? Huh? This route is wrong too? Okay, da alles hier von gevoice-acted ist, habe ich das Gefühl, dass wirklich... Ja, das ist wirklich so gedacht, dass ich alles 3 nehme und alles ist falsch. Sheesh. Even I'm losing motivation. Don't let him influence you! Was? Also seine Reaktion ist es gar nicht. Ja, achso, der Schuhabdruck, ja. Was? Nicht der Schuhabdruck? Achso, nein, warum nehme ich den Schuhabdruck? Bin ich blöd? Das war falsch, ich bin tot. Aber guess I'll die. Darf ich nochmal versuchen? Ich darf nochmal versuchen, das ist nett. Sicherheitsprotokoll, achso, dann wüsste ich auch, wann es deaktiviert wurde. Ja, gut. Okay. Stimmt. The log on the doctor's computer didn't show any signs of security getting shut down. If that's the case, he certainly didn't cut security just to let someone in. Schön. Schön. No excuses, Master. Do it again. Ja, ich meine, jetzt werde ich es wohl richtig machen, denke ich. Also, außer es gibt keine richtige Lösung. Wie gesagt. Lie down for a bit. Resting here wouldn't help me at all. Ich meine, was gibt's denn noch für Optionen, ne? Was gibt's noch für Optionen? Also, wie gesagt, das, was ich gesagt habe, ist eine Option, nur dass dann die Reaktion nicht passt. Habe ich es auch schon 5-mal gesagt. Ich weiß, ich wiederhole mich gerne. Und die Option ist, der Mörder war schon lange drin. Ne? Also, was zumindest ein Alibi für Jaco wäre. Vivi, hast du nicht eine Idee? Yuma. Ich überlasse es dir, dieses Problem zu lösen, Yuma. Das ist sehr freundlich von dir. Wäre ja auch sonst langweilig, ne? Sag mich, dass es dafür doch eine Möglichkeit gibt. Und ich nur noch nicht weiß, wie.
The culprit used the blackout to slip past security and into the lab. That answer is pretty simple. Almost too simple. Ja, fast als wäre es falsch. Ja, sieht ziemlich falsch aus. Sieht aus wie eine Falle, ne? Huh? What? This was the last route! This labyrinth is a tricky one. It's like one of those old detective novels. Perhaps you're the real culprit. Sehr gute Idee, ich glaube auch. Really, Master? Of course not! Focus! We need to get out of here! Also, das ist wohl das Offensichtlichste. Genau. Geht gar nicht, weil es ein separates Stromnetzwerk hat. The doctor said the critical lab was on a separate grid, and the security wouldn't shut off, even if there was a blackout in the building. Gut, nach dieser großen Zeitverschwendung können wir jetzt vielleicht endlich mal die wahre Option geliefert bekommen oder so. Wrong? I wonder what it means. Soll ich zurückgehen? I don't fucking know. Vielleicht sind wir die ganze Zeit über die falsche Route entlang gegangen, ne? Ich meine, es gab ja noch einen anderen Weg. War der andere Weg, es gab keinen Eindringling? Ich glaube schon, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, was machen wir jetzt? Ah, da ist noch eine Tür. Crazy. Hey, there's another door! I get it! Since we proved that every possibility was wrong, a new one has appeared. Interesting. The Mystery Labyrinth not only materializes the case, but also changes based on your investigation. Right. Something felt off about those other routes. It's Yeah. almost like we were forced to choose the wrong way. Weil es so war. But by eliminating each wrong answer one by one, you opened the path to the right answer. You sound disappointed. Who cares? Let's just see what's in the final. Ja, okay. Hau raus. They use spectral projection to enter and kill. Also wirklich? Ah, also wirklich? Vivi, hast du den Mord begangen? Then. I can't believe the culprit entered the labyrinth with us. That's never happened before. Kann er sterben, wenn er hier drin ist? How dare you trick me! There is no escape! Once the mystery labyrinth is solved, the culprit will be judged! Master, let's finish up this mystery labyrinth. Weil deswegen so dagegen? Aber also er war es doch jetzt nicht wirklich. Hold on! Glaube ich. Wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht gibt es noch eine andere Tür auf der anderen Seite. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, ne? Ich wollte schon sagen. To wait. There's no way Vivi is the culprit. Then, prove it and beat this thing! Ach so, ja, weil wir haben den Beweis dafür, dass Seelenprojektion nicht dafür genutzt werden kann, Leute zu übernehmen oder zu berühren oder sonst was. Ja, das sollten wir uns merken, nicht wahr? Habe ich mir gemerkt, habe ich nur kurz vergessen. To begin with, Aber ich dachte, vielleicht gibt's nothing trotzdem he irgendeine touched while in Möglichkeit. ghost Vielleicht, form. He couldn't have held the murder weapon, the knife. So it's not possible that he stabbed the doctor. Now do you trust Vivia? Master, I've said this 1,000 times, but a detective must suspect everything. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe es hinterfragt. Besides, it's his fault for being so sketchy. The way he looks, how he talks, everything is super suspicious. Er ist jetzt nicht Makoto, ne? Sorry. I do try to stay out of sight. Anyway, let's go back. Tun wir das. If he's not the culprit, then we're back to square one. Let's try going back to the fork in the path. Maybe something else changed. Ich bin so froh, dass wir diesen Weg jedes Mal ablaufen dürfen, weil der macht das Spiel so viel besser. Der macht das Spiel so viel besser gerade. Einfach so ein bisschen für die Atmosphäre, für die allgemeine Stimmung, ne? Sorgt der
fühle mich richtig wie ein echter Detektiv. Weil Detektive laufen viel. Detektive laufen immer viel. Müssen wir den Flowers on the Rain. Gib mir ein bisschen die Flowers on the Rain Vibes, yo. Nothing's changed. Keine neue Tür, wirklich nicht? There aren't any new doors. What? There's nowhere to go? What was the point of eliminating all the other paths? Come on. Don't start with that again. How about you help us for a change? You better cooperate, unless you want to get chopped up by Master Solution Blade. Oh, hold on, Shinigami. I don't want to get chopped up. I dislike pain. Ja, krass, ne? Immensely. But you know, the journey up to now wasn't a waste. We did eliminate many possibilities. True, aber die habe ich alle schon vorher ausgeschlossen. But that means nothing if we can't reach the truth. Nothing. Why do you want the truth? And Huh? it's easy to say you want the truth. But are you sure you can handle it? No matter how cruel that truth may be. Can I handle it? Fast so, als wäre es jemand gewesen, den wir kennen. Okay, ich glaube, darauf läuft es wirklich hinaus. Auch von der Art und Weise, wie es gerade geframed wird. Und wie es auch vorher schon geframed wurde, die ganze Zeit, als wir dagegen waren. Kind of person who can. I bet you're not sure either. And that's why you're still so hesitant. This Mystery Labyrinth also reflects your reluctance. Maybe that's why. Ja. Ist alles eine Metapher. Wie schön. What are you talking about? I've said it before and I'll say it again. I won't hesitate to expose the truth. So you still haven't realized it? Guess you're not quite there yet. Well, that's fine for now. But eventually, you'll be forced to make a choice. When that happens, you have to prove your conviction and expose the truth. Like you said. Enough nonsense. Let's find some clues. As an apology for the distraction, let me tell you something. This labyrinth appears to change shape by reflecting our investigation. So, instead of following the revealed path, isn't it possible to carve your own path? Schlag einfach ein Loch in die Wand. Carve my own path? That's right, Shinigami! We can create new routes with our own deductions. Maybe we can do it here. Sometimes, just a slight change in perspective is enough to completely change how you see. So if I change my perspective here, I might see something new. I see. I was so focused on how to overcome the security system. But that's not right. I need to change my perspective and think about who could have overcome it. Don't box yourself in with your own assumptions. Okay, I'll give it a shot. I hate when the anemic vampire tells us what to do. But if Master wants to, then fine. I'll lend you my power. Lay it all out, Master. Oh, nicht damit ausgerechnet. Aber gut, ja, wer kann es gewesen sein, ha? Klären wir es also jetzt schon auf, oder ist das nur eine allgemeiner formulierte Frage? Ich weiß auch nicht genau, wie uns die Person weiterhelfen soll. Also tatsächlich weiß ich wirklich nicht, wie das wer uns dabei hilft, das Wie zu lösen. Genau. Ist es armer Perl? Also, You can do it, Master. ich meine, ich glaube irgendwie schon. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber der Bindestrich war ein kleiner Hinweis. That's right. War meine dumme Theorie vielleicht doch richtig? Weil dann kann es ja nicht zu einem anderen Zeitpunkt geschehen sein und dann weiß ich nicht, was die Reaktion verursacht hat. Außer er hat sich einfach vor irgendwas anderem erschrocken. Vielleicht hat er sich was eingebildet. Und ist dann einfach bewusstlos umgekippt und dann wurde er ermordet, als der Mörder mit uns reingekommen ist. Ich weiß es nicht. Weil es gibt ja angeblich nur den einen Armappell aktuell. Und es war ja auch kein anderer im Raum, ne? Das hätten wir auch gesehen. A new
Ha. This is all thanks to me. Perhaps I said too much. Well, nothing has been solved yet. I wish you'd express yourself a little better. How can we tell if you're happy or sad? I've never been happy or sad in my entire life. I wanna die someday. This guy's hopeless! Anyway, let's explore this new route. Vielleicht sollte ich optimistischer sein, was meine Theorien angeht. Also, weil bisher haben sie mich ja nicht so sehr enttäuscht in anderen Kapiteln, nur irgendwie hat bisher bei mir noch nicht alles hier zusammengepasst. Tut es auch immer noch nicht. When you think about who could get past security, the only option we know of is Amapal. True, and that's how we were able to get through security ourselves. But it's just a toy robot, right? Außer es läuft darauf hinaus, dass er da doch schon seit Monaten drin I ist. don't know yet, but Aber das fände ich halt, wie gesagt, since also ich Amapal finde es can lustig, aber ich finde es auch ein bisschen lame, weil es halt it wirklich must einfach be nur important. geklaut wäre. Finde ich. Möchte ich jetzt in den Raum stellen. Aber das wären halt so die einzigen beiden Optionen, die ich gerade so sehe. Sealed off here, too. Hey, there's an intercom. Maybe someone will respond if you use it. No way. Aber vielleicht sogar ein paar Leute. Huh? Komm mal dasselbe. Doctor? Wait. What the? Wait. Who are you? Help! Somebody come help me! Isn't this the footage of when the doctor was attacked? Yeah, you're right. The mystery materialized. Must be Okay. Wem galt die Frage, wer bist du? Oh Gott, okay. question is, Niemanden. who did the Es ist wirklich niemanden. Oh mein fucking Gott. Okay, dann hatte ich recht. Dann war meine insane Theorie, die keinen Sinn ergibt, die richtige. Ellie I don't get how you can keep reading at it. Weil es muss niemandem sein. Es muss niemandem sein. So insane, wie es klingt. The trap didn't activate. Does that mean we found the right answer? Er hat uns einfach getrollt. Wollte er einfach, dass wir denken, dass ein Mörder drin ist. Um uns zu verarschen, damit wir nicht mehr auf die Nerven gehen. Why would the doctor say, "Who are you?" if no one was there? The security was still active at the time, so no one could enter the doctor's lab, right? And that was before I borrowed Amapel. So the only explanation is that no one was there. Why would he say that if no one was there? I think if we go there, we'll find the answer. What? That route's obviously just a side road. Who cares what the old geezer was thinking anyway? But it looks like this is the only way we can go. Besides, I am curious about what was going through his mind. It could be an important factor in solving the mystery behind this. Still, being forced to take a side route is too much trouble. Makes me wish I was dead. Verständlich, aber wir gehen jetzt trotzdem mal durch die Nebenstraße vielleicht. Warum auch nicht? Guck mal, vielleicht ist das die Lösung. Es gibt einfach einen Lüftungsschacht, den wir nicht gesehen haben. What the geezer was thinking? Not yet, but I think it has to do with why he said, "Who are you?" I think the doctor was putting on an act. An act? Really? The doctor put on an act for a Ich fühle mich so reason. belogen und But betrogen. I have no idea why. We have to figure that out by going down this doctor's motive route. It's just a prank. Das war sein Motiv. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir kriegen jedenfalls mal die zweite Runde des Kampfes, ha? He's here too? You rats keep scurrying around. Do you really think you'll discover Dr. Weska's motive this way? Good luck with that, morons! He had no motive at all!
Well, you said there's nothing here. Gehen wir, ja. Back. We can't do that. Können wir schon, wir könnten. Weil ich glaube auch, dass er kein Motiv hatte. Nein, If he's trying to block vielleicht hat er ein our Motiv path, gehabt. then this route must be Vielleicht ist es voll important. wichtig. Nah, fine. I'm only here because you maggots piss me off. So, I'm gonna end you here and now! Notizen des Doktors, E-Mail-Aufzeichnung. Ja, okay. Weiß ich nicht. Vielleicht die Was all E-Mail-Aufzeichnung. part of the doctor's plan? He didn't have a plan at all. Aber ich verstehe nicht, was der Plan Exchange war. on the intercom wasn't an act. There was no reason to put on a show. The doctor misunderstood. You probably don't know this. Wesker put his soul into his work. Aua. The research was going well. Ich glaube nicht. Was? Oh, okay, vielleicht doch. Ich weiß nicht mehr, was in der E-Mail stand. Vielleicht stand da nicht drin, dass die Arbeit nicht gut lief. Da stand bei E-Mail, ja, ich weiß. Das wird wohl richtig sein. Loyal to Amaterasu. Achso, das ist falsch. Das ist gelogen. Toll. Na, hätte ich mal ein paar Sekunden länger gewartet. Aber, ne, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Ich wiederhole es nicht. Ich Wiederhole viele Sachen. Ganz schön oft. He said so in the messages he wrote. You little... Okay, das war alles. Das war wirklich alles. Weil jetzt weiß ich nicht mehr als vorher. Weil das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass er das gerufen hat. Dass er Amaterasu nicht treu ist. What was that? What was he trying to deny? Why was he covering up the doctor's motives? So ja, er hat ja auch Sachen irgendwie Seems that this weggeschafft. involves the inner workings of Amaterasu. Right. The doctor was going to betray Amaterasu. And whoever he was emailing knew that. Also war es vielleicht Yomi? So the doctor locked himself in the lab to protect himself from that person. Perhaps the doctor's act had something to do with that. Vielleicht, nicht wahr? Fallen wir runter? War irgendwas falsch? Haben wir verkackt? Sind wir Game Over? Nö. Neue Türen. It's the security gate. Everything's locked up. Nicht mehr lange, wir brauchen nur eine neue Frage. Which means this is a complex problem. We have to choose the right door and insert the correct solution key. Oh, okay. This is way more hassle than before. Guess I'll leave it to you, Yuma. Es wird ja immer komplexer hier alles. So. Wie plant der zu entkommen? Was? Ersatz? What do you mean Ersatz? Stromausfall. Terroristischer Bombenangriff. Ich will Ersatz nehmen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. What does it mean? Gelagerte Lebensmittel. Vielleicht. Das meint es mit Ersatz. Ich weiß nicht, was du mit Ersatz meinst. Was stand denn da im Englischen wohl? This is bad. This isn't the right solution key? Calm down, Master. Only the doctor knew the details of the plan, so it should be. Alright. In seinen Notizen. Warum sagst du einfach die Lösung? Ist das jetzt die Lösung? What do you mean Ersatz? Was bedeutet das? Ich habe nur noch Ausschlussverfahren gewählt. Door actually Was opened. bedeutet Ersatz und was haben die Notizen damit zu tun? Ich kann noch mal ganz kurz die Notizen gucken. Vielleicht stand da doch irgendwas total Interessantes. Wo sind die denn, die Notizen? Wenn ich sie finde jemals. Ich bin sehr schlecht im Finden, gebe ich zu da Notizen.
Ja, würde sich Kleidung auflösen und verunkenntlich machen. Da ist eine so Ersatz. Ey, ich gehe ganz kurz, ich muss ganz kurz herausfinden, wie man Ersatz auf Englisch übersetzen kann. So, Translate, danke Google. Ja, hier, Ersatz. Ja, Substitute halt, ne? Also es könnte halt jemand anders gewesen sein und so, aber trotzdem das alles hilft nicht so wirklich mir? Was hat das damit zu tun? What does it mean? Warum will er sich mit Schwefelsäure schützen und dann ist das ein Ersatz? Ich habe keine Ahnung, wir werden es vielleicht bald verstehen. Are you sure you aren't a phantom? Wir gehen mal rein, ne? Danke, dass ihr mir die Lösung vorgegeben habt im Spiel. Wäre ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Ich komme immer noch nicht drauf. So the doctor tried to swap places with someone else to escape from Amaterasu. Hä? Und ihn wollte er mit Schwefelsäure bewerfen? The notes he left behind in the lab hinted at his plan. Okay, I guess. Diagram with the sulfuric acid being poured on someone? Yeah, he was going to swap places with a corpse, then melt it with acid. Wow. He wanted to disfigure it beyond recognition. That's how he planned to fake his own death. At the very least, it'd buy him enough time to escape Kanai Ward. Or so he thought. Wow! Melting a corpse with sulfuric acid? Yay! So cool and grotesque! So who was the substitute supposed to be? Maybe the hitman. Also wollte er, dass der Killer reinkommt. The doctor was under surveillance by Amaterasu, but he was still looking for a chance to escape. When he learned a hitman was after him, he figured his chance had arrived. Er wollte, dass der Killer The reinkommt. doctor was hoping to use the security system to kill the hitman and use the body as a decoy. Now that I think about it, the doctor did seem to be waiting for the hitman to arrive. The hitman hasn't arrived yet. Ja. When will he show up? Don't tell me this so-called... But the hitman never did show up. That's why the doctor had a sudden change. Weil er dann dachte, dass jemand zur Hilfe reinkommt, was ja auch passiert ist quasi. That was the act he put on by asking, "Who are you?" Perhaps that was a trap to lure you in, Yuma. He was trying to lure Master? Das ist natürlich ziemlich unklug, wenn man davon ausgehen kann, dass wir mehr als eine Person am Intercom waren und wir hätten einfach zu dritt, wir wären wahrscheinlich zu dritt reingekommen, ne? He considered taking advantage of the detectives, since the hitman never showed up. So if he called for help, he would charge into the lab, not knowing anything about the security system, and thereby acquire the corpse he needed as his... That seems overly complicated. Like those guys who overthink asking girls out. Danke für den Vergleich. Ist nämlich quasi dasselbe. He couldn't have used another Mit researcher. Frauen reden und Morde Someone begehen. would have noticed their absence. He needed visitors. People from outside to pull it off. Das brauchte er wohl. Aber wie? So if I didn't know about the security and had rushed into the lab, You'd be a super sexy skeleton right now. Wieso? Wieso super sexy? Ich bin noch nicht Amame. But the doctor's plan failed and he actually Das war eine got alte rooms over the Sonderfallsanspielung. hitman. Die kann ich euch jetzt nicht erklären. I get what he was trying to do, but what about the impossible murder? Spielt altes Sonderfalls, ist sehr, sehr gut. Ist ein sehr, sehr gutes Murder-Mystery. Von Uchikoshi geschrieben. Alles, was von Uchikoshi geschrieben ist, ist deutlich besser als alles, was Kodaka jemals geschrieben hat. Okay, Punchline ist vielleicht eine Ausnahme. Und World's End Club, aber da hat Kodaka auch mit dran geschrieben, also assuming the attack on the doctor was Uchikoshi nicht dran justified schuld. when we saw him through the Sage ich jedenfalls jetzt. we at least know for sure the real attack hadn't happened yet. In other words, the culprit entered the lab after that exchange. So the problem is, when did they actually enter?
Ja, wann ist es passiert? Tatsächlich. Er stand wohl auf dem Dach rum und hat Amapel umgekickt beim Reinfahren. Das war meine Behauptung erstmal. Und what is happening? Warum sind wir 2D? This place is a real mystery. Then again, I suppose that checks out. Huh? Shinigami? Yeah! Master! This looks like an important turning point! Ja, weil wir uns hier drehen können. So, is that your final answer? I haven't said anything yet. Ich hab noch 2 Optionen hier zur Auswahl erstmal. Was ist die Frage? Der Täter betrat das Labor vor Amapel. Master, you need to narrow down the timing for when the culprit. Now then, here's our fateful foot. We are at the crossroads. Ja, okay, let's go. Which one will you choose? Das ist ja wirklich ein Mikrofon. Cute. Ich weiß nicht, warum das so dargestellt wird, aber nein. Hast du mich geschlagen? War das falsch? Oder das war falsch? When I directed Amapel to go into the doctor's lab, he already had a knife stuck in him. Stimmt, Amapel wurde erst hinterher umgekickt. Oh mein Gott, ich hatte die ganze Zeit... Das habe ich komplett vergessen, die ganze Zeit. Dass Amapel erst danach umgekickt wurde. Nicht vorher. Ach so, never mind. Ja, nee, sorry. Ich habe die Frage ein bisschen Your answer? falsch verstanden. Also nicht ganz, aber ich habe ein bisschen zu kurz nachgedacht. Über die Implikationen, die das alles hat. Amapel war halt da und hat ja mit seinem Arm ausgestreckt an dem Knopf gestanden und gewartet. Und in der Zeit wurde der Mord begangen. Ja, okay. Und dann wurde er umgekickt. Double down? What are you talking about? Anyway, let's keep going. Ich dachte, es ging nur um die Frage, ob er jetzt ungefähr gleichzeitig mit Amapel angekommen ist oder ob der Täter schon vorher irgendwann sich durch die Sicherheitseinrichtungen da gekämpft hat. Yeah, but we still don't know how yet. It had to be between when we spoke to the doctor over the intercom and when Amapel entered his lab. During that time, the culprit entered the doctor's lab and murdered him. So the most likely time would be when you went to borrow Amapel, Master. The culprit had to have entered the lab then. Nein. But Fubuki waited at the front chamber. Also habt ihr es wirklich noch nicht verstanden. I went to borrow Amapel. Deswegen wollte ich nämlich das andere auswählen. She said no one entered or left the lab. Das meinte ich damit, dass der Täter nicht vor Amapel angekommen ist. Weil, ja, er hat halt das Labor explizit vorher betreten, I guess, aber nicht so richtig halt. Die haben es halt zusammen geöffnet, die Tür. Huh? We're back on the original path. Ja, wir sind wieder auf dem Hauptweg. Maybe you're supposed to try opening that door now. I'm sure that from here on out, it's not just about when, but also how the culprit got in. Yuma, there's no need to push yourself if things get too Ist gar nicht so schwierig. No, I can do Ich bin it. so ein guter Detektiv, verdammt nochmal. Also Yuma nicht. Ich meine mich explizit, persönlich. Wo war der Täter vor der Tat? Uiuiui. This is a map of the critical lab. So we have to determine where. Ich weiß es, ich hab's gelöst schon. If we know where the culprit was before they got in, this route will be clear too. Do you know where, Yuma? Stellenauswahl. Ja, hier. Was? Fuck, I don't know. At least. Achso, nein, warte, das sind wir. Oh, sorry, ich hab den Raum falsch verstanden. Das ist der richtige Raum. Sorry, ich hab nur nicht verstanden, was ist. Culprit must have been here. Potenziell richtig. After the exchange on the intercom, given there was always a detective at the front chamber, when we went to borrow Amapel, the culprit had to have already made their way inside.
But the airlock is the only location that isn't affected by the security system. There. The culprit had to be inside that decontamination device before committing the crime. Ja, davon würde ich zumindest mal ausgehen, ne? Weil wir haben Amapel dann explizit auch da im Flur abgestellt. So you think the culprit was in there before the crime too? Yeah. The culprit was waiting for their chance. But we had no idea when we sent Amapel into the airlock. And from there, Yuma, you guided Amapel to the doctor's lab. So the culprit entered the doctor's lab before then? How would that be possible? Only Amapel could get past security, right? Yeah, that's the next big question. Maybe the culprit used another Amapel unit. No. The researcher mentioned there was only one functioning Amapel. Which means the Amapel Yuma controlled was the only one that could get past security. Mysteriös, hm? So the culprit must have taken advantage of Master's Amapel to get into the doctor's lab. Yeah, that's the only way. But how did they use it? Er hat sich draufgestellt. There's no solving the doctor's murder until we figure that out. Mit seinen Füßen. Vielleicht kommt auch daher der Fußabdruck. I have an idea. Will you hear me out? What is it? How about giving up? Gute Idee, tolle I'm Idee. tired. Nope, motion denied. Another fork in the road? Such a complicated mystery labyrinth. Wie hat der Täter Amapel benutzt? Beyond each problem lies the truth. We're definitely getting closer to the heart of this mystery. Also ich würde sagen, als Schild, ne? Halt, er hat halt drauf gestanden. Ist das eine valide Definition von Schild, auf etwas draufzustehen? Ja, man kann auf Schildern surfen in vielen Spielen und so, also schon. I guess. What do you mean, use Amapel as a shield? Amapel is supposed to be sturdy enough to withstand an elephant stepping on it, right? The culprit may have used Amapel as a shield against the security system. So, the culprit followed behind Amapel. Also dem to giftigen avoid Gas ist the er wohl toxic nicht gas ausgewichen. Explosions? I get it! You're so smart, Master! Really? I don't think so. Hey! Master just showed off how smart and logical he is. Na, zumindest wenn ich recht hatte, ne? Master wasn't smart after all! Come on, take it from the top! Das giftige Gas kann mit Amapel umgangen werden. Ja, nein, habe ich auch nicht behauptet. Aber Even if Amapel itself is fine, it wouldn't be able to protect the culprit from the toxic hätte ich aber vor dem gas. Stromschlag. Was ja auch impliziert, dass die Person, die sich auf Amapel gestellt hat, wusste, dass wir das lösen würden. Zum Beispiel dadurch, dass er wusste, dass wir die Fähigkeit benutzen werden, mit der wir in der Zeit zurückreisen können. Er hätte das wohl wissen können, gegebenenfalls. Also, ja. Was? Warum? Ach so, ja, nein, kann auch nicht, weil Amapel dadurch einen Stromschlag bekommt. Ja, mein Gott. Even though Amapel is sturdy, it couldn't withstand the Ja, high okay, das ist shock eine of the Auslegungssache, nano weil, ja, okay, er hat Amapel nicht direkt dafür benutzt. Er hat Amapel nur als Auto benutzt. Oder er hat sich nur draufgestellt, um halt der Kamera zu entgehen. Das ist meine Behauptung ja eigentlich die ganze Zeit. Wirklich geschützt wird er von Amapel natürlich nicht. Which means it'd be. You're only realizing this. Perhaps you... I'm trying. Gut, keines von beiden. Ich fand halt als Schild auch vage formuliert, hätte vieles heißen können, ne?
Das ist schon keines von beiden. Hättest du mir gerne eine dritte Option hinschreiben können, dann hätte ich gewusst, ob es richtig oder falsch ist. Do you think Mann, oh Mann, oh Mann. either is really the right answer? Ja. Given the process of elimination, that must be it. Amapel's hands aren't designed to hold anything, so it couldn't use the knife to murder the doctor. Which means Amapel wasn't the murder weapon, and the culprit couldn't have used it as a shield. It can't neutralize the toxic gas, and the high voltage shock would destroy it. So then, how did the culprit use Amapel? I think we'll find out if we continue down this Ja, path. hoffentlich, ne? Hast du noch gar nicht überlegt. That was the wrong answer! Come on, Master! War das wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er die als Waffe verwendet hat. Na, Perl. Was machen wir hier? Huh? We've been here before. It looks like we've been brought back. But the door we opened earlier is closed again. Why's that? Yeah, I wonder why. Wo war der Täter vor der Tat? And the question is this. Well, the logic is still sound. So you want to choose the same answer? If you do, you'll just repeat the Also whole war es process falsch? again. We'll just be brought back here if we can't figure out how. And I refuse to walk any more than I have to. Hey, don't sit down! What should I do? Stand up! Stand up right now! Stop it. Leave me alone. If you want me to leave you alone, then help my useless master out! Fine. Just one thing then. We're back at where was the culprit before the crime? Because you're stuck at how did the culprit use Amapel? With that in mind, these two questions are connected. Connected? Both the culprit's location and how Amapel was used? Help him out more! The culprit was hiding in the airlock, where you also left the robot, right? Die Festgehung wird gut durchgeschüttelt erstmal. At that moment, only the culprit and Amapel were there. So maybe the culprit did something. The culprit did something to Amapel? Clues are always there, right under your nose. It's a detective's job to notice them. Did you notice anything strange back then? Any tiny detail? Oh ja. Try to remember. Ah, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Something Amapel hat so ein bisschen geshakt und wir haben so gedacht, hä, ist Amapel jetzt schon kaputt gegangen? Das war, als sich jemand darauf gestellt hat. Now that you mention it, back then. Oh, hey, the screen. Aber ja, ich meine, da bin ich auch ohne dieses Detail schon aufgekommen, dass es passiert ist. It's like the cockpit of a mecha. Whoa, what was that? Ist kaputt. Did it break already? No, it's Was eine all Animation. right. It stayed. There was a moment when the camera stopped functioning while I was controlling Amapel. It returned to normal pretty quick, but See? I told you it was right under your nose. You don't need any additional help. Ich wusste, brauchte die Hilfe auch vorher schon. Ich habe schon längst gelöst. Actually, everything in this world is a key to solving mysteries. You just haven't noticed them. Perhaps there is more you're overlooking. Was there anything else unusual? something unusual. Ein Fußabdruck auf ihm drauf vielleicht. Anything else? That's. Wait, that's it! Huh? Now that I think about it, wasn't that Ja, strange? war es nicht seltsam, dass er nicht gefilmt wurde? The culprit must have gotten ahead of Amapel, but why didn't they ever show up on the camera? If the culprit went past Amapel to enter the doctor's lab, they would have been spotted for sure. Now that you mention it. But nobody showed up on camera. Wer hat dir das geschafft? Ich weiß es nicht. Sag du es mir, du Genie. Lab. Hey, aren't you just adding another mystery? No. All the pieces are here. Huh? Yuma, the mysteries you face now can be solved with a single answer. A single answer? Sheesh. I talk too much.
Das tust du wohl, das tust du wohl. Oh, one mystery after another! What do you do now? It's a Pandora's box of mysteries! Let's stay calm and think about it. There's plenty of time. Ja, wir haben diesmal keine Zeitlimit, ne? Aber okay, der Boden fängt an zu shaken, wir haben vielleicht keine Zeit. I'll keep reading while you wrap things up. Immerhin wackelt das Sofa nicht, ne? All it takes is one answer to solve these mysteries. Use those weak brain cells of yours and... Culprit's location. Amapel's usage. Its malfunction. Es sind die Fußabdrücke auf Amapel. Solved with I know it. I know it. Das ist der Fußabdruck. In Amapel, hinter Amapel, auf Amapels Kopf. Als Transportmittel. Der Täter sprang auf ihn drauf. Okay, ich muss gar nicht einen Lösungsschlüssel nutzen. Er war auf dem Kopf. Isn't it crazy? on Amapel's head, using it as a method of transportation. the door opened! With every open door, it will be harder for you to turn back. Warum ist Yuma da hinten rechts Sure. an der you wanna Wand keep going? gespiegelt? Ich liebe, dass diese Spiegelung in diesem Spiel nicht funktioniert. Das sieht nicht richtig aus. Absolutely. I will find the truth no matter what. This is for the Nocturnal Detective Agency. Ist es das? Ist es für die Nocturnal Detective Agency oder ist es nicht eher ihr Untergang, wie wir auch selbst sagte, irgendwie so ein bisschen... What did you mean by that? Literally what I said. The culprit rode Amapel and used it to get through. After we left Amapel in the airlock, the culprit came out of the decontamination device. Then they jumped on Amapel's head. The disruption in the footage was from the impact. That's insane. Is it? I think it's fairly reasonable. Amapel can withstand up to 100 kilograms of weight. So, someone riding on it shouldn't affect its functionality. The shoe print on Amapel's head wasn't caused by someone kicking it. Crazy, huh? It was left there from the culprit hopping on and off. After that, the culprit simply rode on it as it moved toward the doctor's lab. By doing so, the culprit was able to evade the camera and remain hidden as they made Oh, their das way. ist ja auch literally das, was ich mit Schild gemeint habe, aber das ist am Rand, ne? You're right. If it's true, then it does solve all of the previous mysteries. Imagine the culprit riding on a robot! Makes me laugh! But Yuma, have you not realized it? You're still missing something. One major mystery remains. What's with that huge sigh? The greatest mystery of this case should appear soon. Just the thought of it gets me feeling down. This case's greatest mystery? Ja, als hätte ich es nicht schon lange gelöst. Als hätte ich es nicht schon lange gelöst. Ja, es ist wieder ein bisschen wie... Ich glaube, es war Kapitel 1, ne, für mich. Ich hab den Fall zwar nicht vorher gelöst, aber... This is the panel So der Anfang des Mystery Labyrinths hat gereicht, um mir die Hinweise zu liefern, die mir noch so ein bisschen gefehlt haben. Und es liegt auch ein bisschen daran, ich habe diesmal nicht über den Fall vorher nachgedacht. Ich habe ihn jetzt direkt im Anschluss quasi aufgenommen, also einen Tag später. Ich habe jetzt nicht lange gerätselt. Just beyond it. If we can get through here, we'll reach the goal, yeah? Also ja, ich hätte, glaube ich, darauf kommen können. Die Hinweise waren eigentlich da. Und vielleicht liege ich auch immer noch falsch. Ja, möchte ich gar nicht gegen sagen, aber ich glaube nicht. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Das Spiel deutet sehr, sehr deutlich darauf hin, dass ich richtig liege. Is this the greatest mystery you mentioned? Not exactly what I was envisioning. Well, this is the mystery to be solved. So let's clear it out. Ja, ist auch nicht so wirklich das, was ich mir erwartet habe. Warum ist das etwas, was ich noch lösen muss? Ja,
während des Öffnens der Tür, natürlich. Weil dann die Elektrizität gestoppt wurde und Amapel sich nicht mehr umdrehen kann. The doctor before Amapel entered the room, which means the culprit had to have gotten ahead of Amapel at some point. It was when the door first opened. At that moment, the culprit snuck into the doctor's room. Yeah, when the doors were slowly opening, just like this. That Okay, ich habe nicht erwartet, dass er darüber springt, aber For gut. a moment there was enough space for a person to slip through. The culprit hopped off and went inside. like this? Und dann wurde der Doktor abgestochen. Und dann war er tot. Na, wer will sich mir entgegenstellen? Yomi? Vielleicht so zur Abwechslung? Ja, tatsächlich. We still haven't reached the goal. I thought we could get into the doc's lab now. Is this a joke to you? Your deduction is full of holes. If this is a joke, it's not very funny. Master, you know what to do. Of course. Ah, vielleicht will er noch sagen, aber das Gift ist ja trotzdem da und er wüsste ja gar nicht, dass wir die Zeit zurückdrehen können und sowas. Keine Ahnung. Ich denke, darauf wird es irgendwie grundlegend hinauslaufen. Mal schauen. Publikis Vorteil, genau. The culprit hopped off Amapel as the door opened, then slipped through the gap in the door. Oder was sind die anderen Sachen noch hier? Merkmal der Geisterform, Lüftungsschacht, Pelzdesign, ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. That's impossible even for Fink the Slaughter Artist. Oh, das wollte ich gar nicht. Think about it. If Amapel's line of sight changed just a bit, Ach so. Oh. Das ist Amapels Design. so risky. Amapel kann sich nicht zur Seite drehen, während er seinen Arm ausgestreckt hat. Was natürlich etwas sehr Spezifisches ist, aber es ist halt wie es ist, ne? The culprit must be really lucky. Und auch das wäre kein Gegenbeweis. Did they use some sort of special power? Ich meine, wir hatten schon dümmere Ideen von Mördern. Also die mit mehr Glück zusammenhängen, zum Beispiel direkt im 0. Kapitel, wo der Mörder sich entschieden hat, sich unterm Bett zu verstecken und den Platz mit einer Leiche zu tauschen, während das Zimmer brennt. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Es sind schon dumme Sachen passiert jedenfalls, die sehr viel Glück erfordert haben und hätten schief gehen können. Ja, ist jedenfalls nicht passiert. Du redest Blödsinn. Amapel is designed so that when its hand is stretched out, it won't execute any other inputs. That's why when it was pressing the button for the door, the culprit didn't show up on the camera. You little maggots. Don't get so full of yourselves. You're not getting out of here alive. Da hast du noch was? Oder war es das? Das war's? Okay, dann stört es ihn gar nicht, dass der Mörder auf jeden Fall vergiftet wurde. Das ist für niemanden hier ein Gegenargument, was mich sehr überrascht, weil das wäre eins meiner ersten Gegenargumente. Aber ja, klar, kann man dann leicht widerlegen. Also es spricht ja eigentlich nichts dagegen, ne? I get it. So Amapel couldn't move while the door was opening. That's when the culprit took their chance. Since the door opens outward, it's possible to take advantage of the blind spot it creates. That's how the culprit managed to stay outside the camera's view as they entered the doctor's room. So it's an elaborate murder that took advantage of Amapel's design, and even the direction the door opens. Tatsächlich. Whoever planned this must have really wanted the doctor dead. I guess you can call it an obsession. How scary. Just like this passageway. Where will it take us? Perhaps a suite with the culprit's obsession in full display? A room? Knock it off with the weird soliloquies. Let's go. You're really going? Ich weiß nicht, vielleicht kommt uns noch mal irgendjemand in den Weg, zum Beispiel du schon wieder. Ich war doch gerade erst mal, du hättest das direkt hintereinander packen können, beide. Doctor's room while the door was open.
Huh? At the time, the doctor was in the room, right? If the door opened and an intruder... Weil er nicht hören kann. Did notice. Yes. If he had noticed an intruder, the doctor would have turned to face him. Ja, nein, er kann nicht hören. That piece of Vivia, trash komm is schon. right. Warum machst du das warum machst du Yumis Job für ihn? Listen to my incredible words of wisdom. Your crappy deduction is worth less than Das ist mir so unnötig. Aber gut, immerhin weiß ich, was ich auswählen muss, offensichtlich. Also, darauf, das wird sein. Na? Können wir uns mal darauf einigen. So ein Scheiß. Your deduction is inconsistent. Ist das so? It's full of inconsistencies. Ja, dann sag doch mal eine. By your logic, even if the doctor could be stabbed, it wouldn't be from behind. Doch. Nein, oh Mann, ich hasse dieses Videospiel. Ich hasse Videospiele. Ich hasse alle Videospiele. Für immer. Komm schon. Danke. Oh, Gaming. Pro Gaming. Ah, ja. Das ist doch, wofür man ein Mystery-Spiel spielt, oder? Um ein bisschen seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen zu können. That's why I'm saying your deduction is inconsistent. By your logic, the doctor couldn't have been murdered. Ja, ich weiß. Ist okay. Ich habe darüber nachgedacht, dass er vielleicht, dass er taub ist. The culprit quickly entered the lab. Wo ist es denn jetzt hier? Genau. But the doctor was in the room at the time, right? There's no way he missed an intruder. Fuck. Running Ich is werde noisy. sterben. Ja, okay, Rennen macht Lärm, das ist richtig. Oh Mann, es ist wahr. Rennen macht Lärm. Fuck off. So Wesker would have heard and turned to face the culprit. Das kann ich And jetzt his nicht angreifen. chest would have been stabbed, not his back. Okay, aber was kommt jetzt The noch? doctor was asleep. Nein, ich glaube, dass er Is taub there war. any trace of him being drugged? Nein! Oh mein Gott! Even if he didn't look back from his desk, he would have heard someone coming. Ja, das hatten wir doch gerade schon, das konnte ich nicht angreifen. Are you fucking kidding me? I hate it. Das ist so blöd. Wait, the doctor had trouble hearing. That's why he didn't notice the intruder. Now you're spouting nonsense. Say whatever you want, it won't save you. There's a gaping hole in your logic. Ja, welches denn? There's no way you're gonna fill it at this rate. Because you, more than anyone else, you're the one refusing to see the truth right before your eyes. Nein? Ich habe die Wahrheit schon lange gesehen. I refused to see the truth? Vivia said the same thing. But It's strange, don't you think? Isn't it about time you noticed that something's off here? Huh? You've solved many mysteries up to now, yet none of them are directly connected to the culprit's identity. That's because the culprit is the hitman. If that's Täter the ist der Killer. Ich case, finde die why Übersetzung so haven't gut. you reached the hitman's soul? Der Täter ist der Killer. And the Der Täter ist der Mörder, könnte man auch sagen. Einfach direkt. It's not that easy. The culprit will fight back unless we solve all the mysteries first. Hang on. What are you getting at? In my eyes, the reason a single mystery hasn't been directly connected to the culprit is because of Yuma's reluctance. It's pushing away the mysteries. Ihr könnt es echt noch offensichtlicher machen. Kommt schon, Leute. Bitte. Was ist das Storytelling, Guys? Wir machen das seit einer Stunde. Dass wir ihm sagen, oh, vielleicht möchte Yuma nicht herausfinden, wer der Mörder ist. Vielleicht ist es jemand, der ihm nahe steht. Schon mal drüber nachgedacht, dass du das verdrängst, wer der Mörder sein könnte? That's why. Wer könnte es sein? Touched on the whole. Wer steht dir nahe, Yuma?
Wer könnte Gift ausgesetzt worden sein? What hole? Whatever, that's enough. Just ignore this guy and keep going. Oh, hey! Ja, ich bin an dem Punkt, an dem es wieder frustriert wird. Ich bin tatsächlich jetzt, glaube ich, frustrierter als im letzten Kapitel, weil es einfach nicht lustig ist diesmal. Es ist nicht lustig. Es ist wirklich einfach nur... Das Spiel meint das sehr ernst, alles hier. Yuma. Und denkt schon wieder, das kann man so inszenieren über eine Stunde hinweg. You know what I'm talking about, don't you? The huge hole in this investigation. What are you... Just ignore him. Let's review your deduction, shall we? Ja, bitte. The culprit took advantage of Amapau's locked position and entered the lab. And before the robot entered the room, that person stabbed the doctor from behind. Sehr wahr. However, they bumped into Amapau while escaping, causing it to fall over. Was ist passiert? That was obviously a mistake, but since it wasn't captured on video, they were able to avoid detection. After that, the culprit went inside the decontamination device in the airlock to hide from you. That's correct. So what's the hole in my deduction? It's before all of that. It remains the case's greatest mystery. Which is? How did the culprit get past security? What? Ja. We already told you that. The culprit rode on top of Amapau. Ja, wir wissen das alle. If someone was riding on it, how did they get past Durch the Zeitreise, high-voltage danke. Oh, Deswegen habe ich schon lange gesagt, dass sie ihn als Schild genutzt hat. Genau deswegen. Nur war es ein bisschen im übertragenen Sinne. I won't let you maggots ruin the peace of Kanai Ward! As the king of Amaterasu Corporation and the guardian of Kanai Ward, I will stop you here and... Perhaps this, too, is an obsession. Why does he insist on covering up the truth? Tell me, what will you do, Yuma? Are you going to stay willfully I blind? hate this so much. No, I'll fight. Whether it's subconscious or not, I won't look away from the truth. I'll find the truth no matter what. This is for the Chief and everyone at the Nocturnal Detective Agency. Good luck! You'll never find it. You'll scurry around this labyrinth forever. Like blind, you'll rot away in it, looking for an answer that will never come! Okay. Wenn du das sagst. Also. Ja, weiß auch nicht, was ich noch sagen soll, ne? Können wir jetzt dann letztendlich sagen, dass das Gift einfach 30 Minuten wirkt und dass es kein Widerspruch ist und dass Fubuki eine Fähigkeit hat, um die Zeit zurückzureden und sowas, weiß ich auch nicht. Fubukis Forte. Ja, das wird wirklich so sein, oder? Oder Merkmal der Geisterform, Sicherheitsprotokoll, Hochspannung. Ja, nehmen wir erstmal das. Shit deductions. You still haven't solved the greatest mystery! How did the culprit get past the security? The critical lab security system was always live. Das ist sehr wahr. There was no way to reach the doctor. The panel chamber shocks would have fried the culprit. That security system? No living human can breach it. Doch. Fubuki kann das überwinden. Also war Fubuki die Mörderin. Wir haben es gelöst. Okay, nein. War das schon wieder alles? Ich dachte, wir kriegen noch eine zweite Frage zumindest. Oh, können wir nicht das mit dem Gift jetzt auch noch klären? Bitte beides auf einmal. Ich will nicht immer die scheiß Animationen bekommen, die scheiß Ladevorgänge und alles drumherum. Bitte fass die Fragen einfach zusammen, pack sie hintereinander, damit wir es einfach hinter uns haben. The panel chamber by using Fubuki's Forte. In fact, that's how we got past the panels. The high voltage shocks kept destroying Amapau. But we reversed time every time that happened. Correct. So whenever it was struck by the current, you went back in time. But
While that was occurring, the culprit, a human, was riding on top of Amapel. That person was burnt to a crisp every time you failed. But... Which means you killed the culprit. Ja, mein Gott, er hat keine Erinnerung dran, okay? Vivia... If only you had chosen to remain ignorant, I would have walked beside you in silence. But if you intend to seek the truth, then I must stand in your way. What are you doing? Why are you doing this? He's going to betray you, Master. Betray me? It's up to you, Yuma. This is your final chance to save the world you believe in. Es ist so on the nose. Es ist so das unsubtilst erzählte, was ich mir nur vorstellen kann. Why, Vivia? Das ist so der Kaede-Twist, nur dass sie es von Anfang an im Fall offensichtlich machen. So von der allerersten Sekunde sagen sie so, wäre das nicht tragisch, wenn es eine Person wäre, die, nicht die nahe steht, wir haben ja dann noch Kaede gespielt, ne, aber wenn wir Shuichi da gespielt hätten und der ist einfach schon von Anfang an einfach gemacht. I don't know, right? I don't know. Es ist so, boah, macht mich das fertig. Aber gut, kämpfen wir gegen Vivia, wie schön. Giftgas-Eigenschaften wird es jetzt sein. How did the culprit bypass the toxic gas chamber? It's Ouch. impossible to avoid the gas. Also ich meine, true, aber ja, okay. Ja, dem kann ich wohl nicht widersprechen. So we die. Auch das ist nicht falsch. You know this, right? Das weiß ich tatsächlich. Gas is a special trait. The gas can see through even a gas mask. Das ist auch wahr. No ability can nullify its toxicity. Das ist auch wahrscheinlich auch wahr. Du bist erledigt, das ist auch wahr, aber nicht sofort. Before reaching Wesker. Das ist blödsinnig. Vielen Dank. Ja, wir müssen nur auf die richtigen Aussagen warten. Ich verstehe das System doch. Ich weiß doch, wie das funktioniert. Genau. Danke. If you pass through the toxic gas, you'll die. But you'll have 30 minutes before it kills you. Which means you could survive for 30 minutes. What? Don't tell me. There are no gas masks here that can block this toxic gas. And no fortes that can nullify it. There's only one way you could get through it. You do nothing. You endure it in hopes of Amapel taking you to the next room. Then the culprit didn't do anything to counteract it and just passed through the toxic gas? It's the only explanation that makes sense. I can't believe it. But if the culprit really did just endure the toxic gas, Then they... Dann ist er jetzt tot. the culprit is... It appears you finally glimpsed the truth. Well, how does it feel to have your world shatter before your eyes? Isn't this what you wanted? What's he talking about? Yomi's mystery phantom and Vivia are both right. Subconsciously, I didn't want to know the truth. Huh? Up until now, the Mystery Labyrinth was withholding the mysteries that led to the culprit. And that's because it's a reflection of my own reluctance. Master, what's wrong? Do you know who the culprit is? It's the hitman, right? The truth is worthless. Nothing has less value in this isolated, rainy city. No one wants the truth. Not even you! Now, rot away and die right here! No one will get in my way! Kanai-Amaterasu!
They both belong to me! Okay, cool. Ist das jetzt deine Final Form? I guess so, huh? Sieht halt genauso aus wie der andere, nur größer. Ist enttäuschend. Hat man sich nichts mehr fürs Design ausgedacht, nichts They weiteres. should be dead from the toxic gas. But no one at the scene has died from poison. If you can understand that much, then what are you still doing here? You're right that no one in that lab died from that toxic gas. But that was part of the culprit's plan from the beginning. They planned to distort the facts of their death. Ich weiß immer noch nicht, wer der komische Killer ist, der dann am Ende das Messer in seinen Rücken gesteppt hat. Are you sure you want to face the truth? Your Und world das Motiv auch gar keine Ahnung, aber ja. Your deduction is wrong. Don't disturb the peace. It's not even worth debating. Is this the best you can do to refute it? Just give up and die! Ich habe immer das Bedürfnis zu springen, wenn er mit seiner Hand so über den Boden wischt, aber ich muss ja nur den, was? Oh, warte, achso, das war eine Frage. Oh, stimmt, das gab's ja. Das ist eine neue Mechanik, die sie spontan eingeführt haben im letzten Kapitel. Ah. Okay, der Täter hat seinen Tod falsch dargestellt, indem er was? Indem er der Killer? Indem er ich verstehe die Frage nicht so ganz. Culprit misrepresented their death by using. Indem er ja, well, indem er der Killer ist. Die haben es wirklich so übersetzt. Die haben es sogar im Dialog so übersetzt. Holy shit. I can't believe this. The culprit realized their plan would be exposed if someone in the lab died from toxic gas. So they used the hitman to cover up their own death. Use the hitman? Meaning, the hitman wasn't hired to assassinate the doctor. They were hired to cover up the culprit's death by toxic gas. Huh? The hitman's target was the culprit? Not the doctor? But the doctor was stabbed by the knife with the inscribed F. Doesn't that belong to the hitman? All you would need is a similar knife. The story of Fink the Slaughter Artist using a knife inscribed with the letter F is well known. Nah, we leave it alone until we receive further orders. Did you see the knife stuck in his back? It's the one that Fink the Slaughter. Ja, ich weiß. Also war das alles Teil. The real culprit Ja. made it look like the hitman did it? Genau, war ein Copycat-Killer quasi immer wieder. Stop. Stop, 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 stop! You useless garbage! To hell with detectives and the truth! I won't let you have your way in my city! There is no real culprit! Dr. Wesker was killed by the hitman! Warum ist dir das so wichtig? Huh? What's going on? Who's the real culprit? The real culprit. The real culprit is... The time has finally come. It's time for you to acknowledge what you've known all along. Ja, was ich wirklich wortwörtlich die ganze Zeit gewusst habe. If the tiny crack spreads any further, the mirror will shatter, exposing the chaos of the real world. Knowing this, will you still expose the truth? Then, show me your conviction. The clues pointing to the identity of the hitman's target. I know. I've known all along. Now, expose the truth. Do it. If you want to burn the world Will down. ich das? Ja, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich würde schon gerne die Wahrheit endlich mal enthüllen, wirklich. Besieg Yumi mit LSGS? Was? Ach, Lösungsschlüsseln. LSGS! Klang ganz schön gefährlich irgendwie. Was? Welcher Hinweis führte zum wahren Täter?
I guess das Foto. Wahrscheinlich das Foto. The bloodstained photo found in the hallway near the lab. There was a person pictured with a woman. That was the hitman's target. The real culprit behind this case. The blood obscured the person's face, but I know who it is. It could only be one person. It could only be... How do you know? That person in the photo is the hitman's target. And who is it? It's... No. Stop! Don't you dare say another word! No one wants the truth! I don't understand, but... Good luck, Master! I'm always by your side, haunting you! Welches Foto ist das richtige? Das ist es. Das ist es. Das ist es. Was ein cutes Foto. Ich meine, das würde erklären, warum Yumi so angepisst ist, aber ich glaube nicht, dass er es ist. Ich glaube auch, dass wir die Haare auf dem Foto gesehen hätten. Danke auf V3 is happening. Ja, wir sind am Ende angekommen. Das ist das Ende von Mystery Labyrinth für gewöhnlich, dieser Raum. Yoko. Hi. What's up, babe? Na, was war dein Motiv? Das ist noch so die Frage, die ich ein bisschen habe. Vielleicht auch noch sehr. Huh? Why? Why is Fuzzhead here? Chief Yako was the only person attacked by the hitman in the lab. In other words, the chief was the hitman's target. But Chief Yako tried to hide that photo by tossing it behind the houseplant. He hid it knowing it'd be an important clue. And that's because the person in the photo Hätte auch das Foto in seiner Hosentasche stecken können. Dann hätten wir es gefunden in seiner Hosentasche gedacht, er trägt wohl ein Foto von sich und seiner ehemaligen Frau oder so mit sich rum, I don't know. Okay. Dadurch, dass er es weggeordnet hat, war es doch viel offensichtlicher, dass es ein Hinweis ist, also, I don't know. Es ist ein bisschen dumm. Ein bisschen sehr dumm. Which means the blood covering the face on the photo was likely done on purpose. Hold on, Master! Are you serious? You're really saying Fuzzhead is the culprit? Really? I don't buy it. You think he actually put Vor allem, warum hat er dem Killer ein Foto gegeben, wo er nicht allein drauf ist? Also, I don't know, das kommt mir auch ein bisschen willkürlich vor, außer die Frau spielt auch noch eine wichtige Rolle. Wahrscheinlich spielt die Frau noch eine wichtige Rolle in seiner Vergangenheit. He's knocking on Death's door just for this? I don't want to believe it either, but there's no other way. Don't forget this stuff. Was? Kampf gegen Vivia? Der anemische Vampir wird dich immer wieder mit Fragen bombardieren. Drücke den richtigen Knopf. Okay. Das ist nicht einfach dasselbe wie immer. Also warum muss ich dafür ein Tutorial bekommen? The phantom vanished. The truth has been mostly exposed, and the labyrinth cannot function much longer. Anything I do now might not matter. But I'll do it anyway. Because it's something I must do. While the chief takes his final breaths.
Vivia. Yuma. If Chief Yako is the culprit, then what about that death threat? Ja. Wurde halt so geschrieben, hat er vielleicht geschrieben. Ja, weil der Killer hat auch für gewöhnlich keine... If he was the killer. Ja, damit man denkt, dass es der Killer ist, weil er wollte ja, dass wir nicht wissen, dass er es ist. Was? Achso, das ist nur Quicktime-Sequenz. Okay, alright. Ich weiß nicht, was da stand. By sending that note, everyone would believe the doctor's life was in danger, which was necessary for this sequence of events. Ja, to das take ist place. wahr, tatsächlich. All the master detectives headed to the secret lab because of that note. Chief Yako brought them here to take advantage of their abilities and murder the doctor. Huh? Their abilities? But the death threat wasn't sent just to the detectives. The peacekeepers received it too. What was the point of that? Why put them on high alert? What is the truth behind it all? Ja, sag du es mir. Die waren halt auch irgendwie für den Plan notwendig. The note was sent to the peacekeepers because they were also part of the plan. Ja, da. When the peacekeepers received the note, they dispatched a lot of their personnel to the scene. The master detectives were able to take advantage of the commotion to enter the facility. They did it by disguising themselves as peacekeepers. It would be convenient to have a lot of peacekeepers around if you want to get into the lab disguised as one. Weiß ich nicht unbedingt, ob das sinnvoll ist, weil... Na, Friedenswächter könnte ja so oder so rein. Das ist ja jetzt nicht unbedingt merkwürdig. Denke ich mal. This is why the peacekeepers Und vor allem also hätten die received Friedenswächter the am death Leid threat. merken können, wenn da Friedenswächter sind, die sie nicht kennen, die nicht dazugehören. Aber I don't know. Ist ja nicht passiert. Ich meine, theoretisch gesehen hätte das passieren können. Hey, you still want to do this? It's not too late to give up. I am well aware of the danger. I haven't gotten this much exercise in a long... But this is something I must do. I can't leave the chief like this. Vivia. Let's continue, Yuma. So, everyone disguised themselves as peacekeepers and entered the lab. You were already at the lab, and that's where you met up with the chief, right? Yes, but we decided to split up after the blackout occurred. Wait! That blackout should have caused a commotion. If we leave now, the people... Ja, deswegen hat er sich auch von uns getrennt. What do we do? I'll draw their attention to buy some time. In the meantime, you two hurry to that doctor. The chief said he'd buy us some time, but he actually went and hid inside the airlock. Was the blackout part of the plan? So the one who caused it, was that also the chief? Nein, glaube ich. Was? Was war das für eine Taste? Ich liebe Quicktime-Sequenzen. Die machen richtig viel Spaß. Ich habe die Taste noch nicht gesehen offensichtlich, weil ich habe wieder Y gedrückt. Oh no, bitte don't repeat. Inside the airlock. Was the blackout part of the plan? Aber das war So the Dr. one who Wesker, was? caused it, was that also the chief? Wer hat den Stromausfall verursacht? Hä? Ach so, ich soll es nicht anklicken, weil es falsch ist. Ja, ich fand's ja auch falsch. Ich wusste nicht, dass es funktioniert. Buy us some time, but he actually went and hid inside the airlock. Was the blackout part of the plan? So the one who caused it, was that also the chief? War es auch der Chef? Nee, war es nicht. Es war auch nicht Dr. Wesker, es war der Killer. Wahrscheinlich. Oder Yomi. Nee, es war Yomi. Klar, Yomi hat ja auch sein Unwesen getrieben.
Was stand da überhaupt? Kann ich gar nicht lesen. Es war Flink, okay. Flink, Fink. Whatever. The chief said he'd buy us some time, but he actually went and hid inside the airlock. Was the blackout part of the plan? So the one who caused it, was that also the chief? Nein, es war nicht der Doktor. Es war... Was? Okay, was auch immer da stand. Es war Fink meinetwegen? Ja, schön. The chief was with me in the security room at the time of the blackout. It's impossible for him to have caused it. So the only person it could be is the hitman. It must have been part of the job. He instructed the hitman to cause a blackout at a specific time. But why? It made us think the doctor was in danger, so we'd go check on him. We used Amapal and Fortes to get through the tight security system. Chief Yako had it all planned out from the start. He used us to break through the security so he could kill the doctor. So, Master using Amapal and the Sheltered Skank's time rewinding ability at the panel chief? That was all part of Fuzzhead's plan? Yep. The only way to get past security was to use both Amapal and that Forte. The chief knew we'd figure that out. I think it's more like he trusted us. He trusted that we would arrive at that conclusion. I'm counting on you both. See you later. Trust? How could this be a trust thing? He was clearly taking advantage of you all. He gathered the master detectives using a fake death threat, then used their fortes to commit murder. What a scumbag! He used you all to get away with murder! Out of all the criminals I've ever met, he's the worst coward of them all! Master, grab that coward and... Enough! Why did it have to come to this? Chief Yako saved me. He took me in. I had lost everything. Sure, he may have been a little pushy at times, but still, I really admired him. So, why? Why did you do it? Ja, das wäre die Frage, die ich auch noch gerne beantwortet hätte. Hat es etwas mit dieser Frau zu tun? Ja, wahrscheinlich, ne? Chief, please tell me, or I... There's no point in asking. That's just a mystery phantom. It's not the real Fuzzhead. Master, watch out! The phantoms are a reflection of the same people in the real world, right? Which means he should hold the same thoughts. The photo behind the houseplant. I don't know what the chief was hiding, but that photo must have been dropped by the hitman after he was done with it. The chief picked it up and used his own blood to obscure the face. He knew the truth would be exposed if that photo was found. So, he hid it behind the potted plant. He left his blood on it, almost like he wrote a dying message. But in truth, it was actually a secret he wanted to keep hidden. Aber warum hat er dieses Foto an den Killer gegeben? Dieses alte Foto vor allem auch, wo er viel jünger ist, wo eine Frau mit drauf ist. Master, I think you know this, but to exit the Mystery Labyrinth, you will have to eliminate the culprit. Ja, ich meine, er ist sowieso tot, oder? Eliminate? Er ist tot. Er wird, er wird gleich sterben. Er ist vergiftet, er wird sterben. Are you
Really going to do this? After all the mysteries are solved, the chief back in the real world will die. But you saw yourself, Yuma. The chief is already knocking on death's door. Will you still bury him in the name of truth? Ja, why not? The chief took me in when I had no memories. Ja, das haben wir gerade gesagt. I Verhust dich. trusted him Ja, auch das hast du gerade schon gesagt. with my heart. Now, I have to end his life? You know, I liked it. Surprising. The little bit of peace and quiet I found at the Nocturnal Detective Agency. Ja, weil du nie gearbeitet hast. Vivia, you knew the truth behind this case from the very beginning. Er ist wirklich einfach ein I had Spiegelbild von mir. a hunch. Because of my spectral projection, I knew the chief had been planning something for quite some... But I pretended not to see. I admired him and the world he had made. That's why you threatened me, and were so uncooperative in the investigation. I knew you would reach the truth eventually, Yuma. But I tried my best to keep you away. Exposing the truth won't save anyone. Neither the chief nor you. Das ist wahr. Also ich weiß auch nicht, wie uns das jetzt tatsächlich retten soll. So im Anbetracht der Tatsache, dass wir umzingelt sind, wie immer. You've got to finish this. What'll happen to the other master detectives if you die here? Didn't you say you wanted to expose the truth and save everyone? Vivia, you told me that the time would come when I'd have to prove my conviction. The conviction to accept the truth, no matter how cruel it may be. Now is that time, isn't it? Yes, and yet you intend to continue. If you're prepared for it. Hey! You better not get in Master's way again! Yuma, do you remember when the chief's soul called out to us? Huh? Yeah, the truth is cruel. Never in history has the truth been known to be kind. But you know what? Turning your eyes away from the truth and living a lie is harsh too. In the end, you can never look away from the truth. As long as you live, you must face that pain. So really, what's the point of worrying so much about it? When you're lost, believe in your own heart. That way, even if things end up all wrong, at least you can stand proud. Hat seine Seele echt so viel gesagt, habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert. I always Ich dachte, sie hat nur so averted einen my Satz eyes gesagt. from the truth. For my own sake. My own peace and quiet. But I could never say with confidence that I was proud of myself. In the end, I was just running away from everything. That's why I entrust this to you, Yuma. And trust what? You signed a pact with the Death God in your desire for the truth. I want to see your conviction. As long as you don't stray from exposing all truth, I believe you'll be able to face it, cruel as it may be. I want to see it through to the end. It's why I followed you here. In that sense, we're accomplices. If you must bring down the chief, then I will lend a hand. I won't avert my eyes any longer. I, too, want to live with my head held high, because I, too, am a detective. Vivia. When you're lost, believe in your own heart. That way, even if things end up all wrong, at least you can stand proud. I understand, Chief Yako. Thank you for everything you've done for me.
Kommen wir jetzt echt direkt hier rein? Kann ich jetzt direkt den Fall lösen? Wir bekommen keine komische Quicktime-Sequenz. I guess wir hatten schon die komische Quicktime-Sequenz, nur ein bisschen anders. Ja. Unglaublich, aber wahr. I guess that means the killer completely trusted in the Master Detective's capabilities. They knew those powers would get them close to the doctor. But why were they willing to die to hide the crime? I can't say for certain. Was it his pride as a detective? Did he simply not want his friends to know? Whatever it may be, I'm prepared to face the truth. The culprit who murdered Dr. Weska, and even included his own death in the plot. Jaco Furio! It was you! Ich finde es sehr schön, dass er anscheinend den Detektiven voll und ganz vertraut hat, aber er hat ihnen nicht genug vertraut, um davon auszugehen, dass sie es schaffen, den Mord zu lösen. Hätte ich auch nicht, wenn ich wüsste, dass Yuma einer von denen ist. Mein Gott. Expose the truth. Die sollten mich mal einstellen. Ich habe zwar keine Forte, aber ich glaube, ich würde das trotzdem ganz gut hinbekommen. Habe ich so das Gefühl langsam. But why? Chief Jaco, why? Why didn't you ever talk to us about this? Why did it have to end this way? Why didn't you tell us? Is this really what you wanted? Can you even hear me? It doesn't matter who it is. Exterminating the real culprit's soul and destroying the Mystery Labyrinth. That's why I'm here. Ja, aber im Ernst, es sollte diesmal nicht ganz so schlimm sein, weil er stirbt sowieso. Er stirbt sowieso. Und ich wüsste gerne noch ein bisschen was über sein Motiv, aber vielleicht ist das auch ein Geheimnis, was wir einfach geheim lassen. Vielleicht ist das der Punkt des Kapitels, dass ein paar Sachen dann doch einfach offen bleiben sollen, vielleicht. Meinetwegen, wir müssen nicht immer die Wahrheit über alles wissen. Aber ich glaube, wir bekommen noch ein Motiv. Ich glaube, wir erfahren noch was darüber. Auch das ist eine Cutscene, die ich unbedingt nochmal sehen musste jetzt. Und vor allem genau in dieser Darstellung, wie Shinigami sich sehr, 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 sehr freut, Jaco endlich umbringen zu können. Aber gut, wenn ich ermordet werde, dann möchte ich auch so meine letzten Sekunden verbringen. I guess. Würde mich gar nicht darüber beschweren, in dem Fall. Also, wenn ich sowieso ermordet werde. Ja. Also, es ist alright, haben wir das geklärt? Haben wir das geklärt? But why? Master's naivete must be rubbing off on me. I mean, not even I hated Fuzzhead. That's weird. This Mystery Labyrinth is falling apart slower than usual. I wonder why. We shouldn't let our guards down yet. Do you really think we're done here? Huh? Do you have all of the fragments of truth that you sought? Nein, ich habe nur nicht das Warum. If so, we could just leave, right? Einige Geheimnisse bleiben ungelöst. No, we haven't uncovered everything yet. No, there are still some mysteries remaining. Huh? What's remaining? I reaped the culprit's soul already. I know it's slow, but this place is starting to come down. Maybe it's not directly related to this case. I don't want to leave any questions unanswered. For Chief Yako's sake. Please, help me, Shinigami. Oh, fine. I can't say no to you, Master.
You know I can't resist helping you when you rely on me. First, we need to reveal whatever mysteries are left. That should open up a new path. Lay it all out, Master! Oh no, nicht damit. Du musst mir nicht unbedingt helfen. Das ist schon okay, Shinigami. Ich brauche deine Hilfe nicht. Das war alles überlegt. Na gut, also ist doch das Warum, oder? Oder was soll noch kommen, bitte? Das verbleibende Geheimnis ist... Oh, nein. Ach ja, aber was ist das Wort? Woran er gearbeitet hat, ne? Oder? Hier ist mal was. War nicht gut. Okay, die Notizen vielleicht. Vielleicht wurde er bedroht und plant, die Plätze zu tauschen. Okay, cool. Ja, er ist halt Haupt gewesen, I guess. Was hat Dr. Heskers Verrat bewiesen? I have no idea, was dieses Wort sein soll. Fucking hell, Hilfe. Ist irgendwie mit E an... Ah, E-Mail. Okay, I guess, ja. Ich hab den Bindestrich diesmal... Ich habe beim letzten Mal noch gesagt, irgendwann... Der Bindestrich hat es ja ziemlich offensichtlich gemacht, ne? Diesmal nicht so ganz vielleicht. Oh well. Das letzte Geheimnis ist wohl oder übel seine E-Mail. Oh, das ist eine... Hatten wir diese Animation schon mal? Ich erinnere mich nicht an diesen Blickwinkel, muss ich zugeben. Aber alright. Ja, was ein Spiel, ne? Was ein Spiel. Es bietet durchaus alles, was man sich wünschen kann. Außer gute Mysteries. Nein, das Mystery an sich war gut. Das Mystery an sich war gut. Ich reg nur die ganze Aufmachung des Mystery Labyrinth wieder auf, eigentlich. Wie sie von Anfang an jede zweite Zeile damit verbracht haben, Yuma zu sagen, vielleicht willst du die Wahrheit nicht wissen. Vielleicht würde es dich verletzen, herauszufinden, wer es war. Schon mal darüber nachgedacht, dass du es nicht wissen möchtest, wer der Mörder war? Das ist halt, was mich sehr angepisst hat, weil es das so deutlich gemacht hat. Es war so on the nose. Ich habe mich noch klug gefühlt für ein paar Sekunden, als ich es offenbart habe in meinem Kopf. Aber dann haben sie es einem sowieso die ganze Zeit ins Gesicht gehauen, sodass man gar nicht mehr drum herum kam. Do you regret this, Yuma? I'd be lying if I said I didn't. I've been thinking. Remember what the Chief's soul said? If you keep that in mind while knowing who the true culprit is, doesn't it seem like he wanted you to find the truth? Even though he was the culprit himself. Also hat uns doch so sehr vertraut, dass wir den Mord lösen, ha? Vielleicht? There's a hidden truth behind this case, and the Chief wanted us to find it. Er wollte, dass wir das Mystery lösen. If Anonymous is part of this case, they must have a motive for killing Dr. Wesker as well. The doctor knew about the secret dealings and was planning to flee from Kunai Ward by himself. Could it be that Anonymous took advantage of Chief Yako by instigating him to commit murder? Yes. It's unlikely the Chief just happened to kill Dr. Wesker right as he was planning to flee. If that's true, Anonymous isn't just involved in the case. It could be the mastermind, the Grey Eminence. Gray's my 13th favorite color! Why are you telling me that now? Und was sind deine anderen 12 Lieblingsfarben, die vorkommen noch? The case is already solved. All these crimes were All committed by diese Yako on his Verbrechen. own. Achso, okay, das ist Absicht. Okay, ich war verwirrt, weil es nur an dieser einen Stelle am Anfang vorkam. Now, get out of here. What was that voice? Someone's trying to stop us from solving this mystery. Now we know. The mastermind is somewhere within this labyrinth. Get out. Get out.
stop us. There's one more truth still hidden here. We have to find it. We need to know why the chief committed this crime. Right. We'll figure this out. Okay, machen wir. Sind quasi schon dabei. Hier möchte zwar jemand offensichtlich nicht, dass wir noch hier sind. Aber das soll mir recht sein. Wer mag die anonyme E-Mail-Person sein? Get out. The case. Solved. Solved. Get out. Get out. Get out. Ich glaube, ich hätte sagen müssen, dass der Fall noch nicht vorbei ist, ja. Damn. Get out. The case is solved. Das klingt viel niedlicher. Solved. That flame doesn't hold up. Das klingt viel niedlicher, wenn ich vorspule. No, it still isn't solved yet. I will discover who the mastermind is. I will solve every mystery. I will not turn away from the truth. Gib mir mehr Mysteries, yo. Fehlende Akte, Foto, Morddrohung, Laborkarte. So, was haben wir hier? Fehlende Akte. Ja, die werden da mit drin hängen. Vielleicht. Morddrohung, ja, nee. Laborkarte, nee. Ja, entweder das Foto oder die fehlenden Akten. Ich nehme jetzt mal das Foto vielleicht. Everything was planned by Nako alone. He hired Fink the slaughter artist. He prepared the murder weapon. He even killed the doctor. Das ist wahr. Vielleicht hat er die Waffe nicht präpariert, ha? Weil er die Waffe von dem What about this anonymous? Mörder bekommen hat. You'll never find out. Aber den hat er auch angeheuert, also widersprichst du das jetzt nicht unbedingt. Yako to anonymous. Vielleicht das letzte auch noch. So, was steht hier noch? Ich weiß, da habe ich keinen Zweifel, da steht noch mehr hinter. Wer unbekannt ist, gibt es irgendwelche Hinweise? Ja, okay. Weiß ich wieder nicht. Ja, dann würde ich sagen, ich probiere es mit. Ich probiere es erst mit dem. Fuck. Was wollte ich mal machen? Was wollte ich mal machen? Ach, das Messer, ne? Wobei, nee, da steht gar nichts Relevantes drin. Ja, nein, es ist einfach nur. Dann ist das Foto vielleicht. Ich probiere es. Ich probiere es. Das ist die Karte? Warum ist es die Laborkarte? Ich bin am Sterben. Aber warum ist es die Laborkarte? Chief Yako tried to hide this floor plan along with that photo of himself. It was strange for him to have this in the first place. This is the link between Anonymous and the Chief. Okay. Ja, I guess. Ja, meinetwegen. Ja, woher kommt denn die Karte? Lagerschlüssel. Gibt es die Karte nur im Lager und das heißt, Yomi hat ihm die Karte gegeben? Ist das, worauf du hinaus möchtest? Wahrscheinlich, ne? Das ist die einzige logische Schlussfolgerung aus den Beweisschlüsseln, die ich gerade so habe. Lösungsschlüssel, so heißen die. Who cares about some map? It doesn't prove a damn thing. It has nothing to do with the doctor's murder. Yes. Anyone can find it. Okay, ja, das wird jetzt sein, dass er einen Schlüssel dafür bräuchte und er hat nur Yomi. The floor plan the Chief had was from the lab's storage. Woher weiß ich das? Haben wir den da gefunden? But that room was locked.
No one could enter it. Also bin ich mir gerade echt nicht sicher. Stand das bei dem Hinweisschlüssel dabei? Ich habe keine Ahnung gerade. Only the director of the Peacekeepers had access. So, the only person who could have gotten that floor plan was Peacekeeper Director Yomi. The anonymous person who gave Chief Yako the floor plan and pushed him to commit murder was you, the director of the Peacekeepers, Yumi Hellsmile. Ja, also dass der da auch irgendwie mit drin hing, war ja dann doch eigentlich klar, ne? Also zumindest so ein bisschen. Er wäre halt der offensichtliche Mörder gewesen, ne? Also er konnte nicht der Mörder sein, aber wäre so der offensichtliche irgendwie Beteiligte gewesen, ne? Der ja auch irgendwie doch die Akten da verschwinden lassen wollte und so. Der wahrscheinlich die Forschung an den Homunkuli geheim halten wollte, ne? Vielleicht oder so. You instigated the chief to commit murder. I never thought someone as empty as me could feel so much emotion. This is the first time in my life I felt this angry. How did you do it? What did you do to drive the chief to murder? Answer me! I'm not telling you anything, idiot. Huh? So what if you figured it out? Who cares? It's too late now, you pathetic ingrates. Everyone died just as I planned. Now no one can stand in my way. No one can lay a hand on me. You should be grateful. I'm cleaning up this city. What did you say? Master, I hate to admit it, but Yomi's right. You can't do anything to him here. Why not? He manipulated Fuzzhead from behind the scenes, but he wasn't the one who murdered the doctor. Ja, das ist wahr. Deswegen können wir tatsächlich nichts machen. Aber wir könnten was gegen Fink, den Killer, machen, wenn wir wissen, wer das ist. This Mystery Labyrinth is for the murder of Dr. Huesca. Wie? Can't punish him. Nicht am Mord an Yako? Then what can we do? He has to pay for what he did! We can't do anything! That's why I'm freaking out too! So, exposing the truth would be pointless? Then why have we been seeking it all this time? The truth is meaningless. I'm in charge in Kanai Ward. I have to laugh. Who could have guessed things would go so well? Yako Furio was a pain in the ass. The only reason I kept him alive is for this moment. He didn't even realize I was manipulating him into killing the doctor for me. How stupid can you be? You'll pay for this. Master, time's up. The Mystery Labyrinth is about to be destroyed. If only we had found out what he was up to sooner, we might have been able to stop him. Still, I should be able to bring this memory back into the real world. I'll remember this confession. I'm not sure if it'll help, but I'll interrogate him once we return to the real world. It doesn't matter. I'll cover it all up. You're all nothing but scum beneath my feet. I'm untouchable. And now, I'm gonna dispose of you like the trash you are! Damn it! Ja, wir werden irgendeine Lösung finden. Ich weiß noch nicht welche, aber das, da lassen wir mich überraschen. Ja, ne? Genau. War ein Fall, ne? War ein Fall. War es der Beste? Ja, war der Beste. Also das ist, da würde ich zustimmen. Ist halt keine hohe Messlatte und würde ich sagen, dass der Fall richtig gut war. Ja, war okay, ne? War okay. Hat ein paar coole Ideen gehabt auf jeden Fall. Aber ja, er hat an der Inszenierung des Mystery Labyrinth wieder gelitten. Ich glaube, das ist das Problem für mich gerade. Ach, verdammt. Hey, hurry up! Execute these scumbags immediately! Criminals have no rights!
You will pay for this! What's with that look? Are you seriously going to defy me? Well, I don't care. You're all going to die now. This is real bad, Master! He's serious! Wait. Director Yomi Hellsmile. We know all about your secret dealings with Dr. Weska. What? Did you say something? Maybe I'll kill the loudest one of you first. If you have something to say, go ahead. I can't hear you. Come on, who wants to be the first to die? Damn it. Forget it. I guess I'll just kill both of you at the same time. This guy isn't listening to a thing we say! If he was the real culprit, I'd both kill him! It's all going exactly how he wants. Solving the case didn't help anything. Goodbye. Hope you enjoy the worst nightmare of your life as you die. The only one who will be having nightmares is you. Hi Makoto, dich hab ich vermisst. You! I thought you went back to the surface! What are you doing here? Well, Yomi, there's something I want you to see. What do you think of this? Solltest du es wirklich mitbringen, wenn er gerade hier ist? Er könnte dich erschießen. Potenziell. Wäre vielleicht schlecht für ihn, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, ich behaupte mal, es ist immer eine schlechte Idee, Beweismaterial zum Täter zu bringen. Die haben so eine Tendenz, die irgendwie loszuwerden. I don't know. How did you get that? Most of the secret deals you've been making over the years are listed here. Looks like someone's been cooking the books. You conspired with Dr. Weska and leaked Amaterasu's technology to other national enterprises. And with the money you obtained, you bribed the right people to control this city. Lies! You made that all up! Hey! I don't care if he is the CEO. Arrest this masked freak! We can't let this outsider barge in here and take control of this city! Capture him, execute him, chop his head off, crush his skull! What's wrong? Why are you just standing there? If you're scared, then I'll offer a bounty. Whoever kills him gets 100 million shin! Why won't you obey me? He's using false information to tear the Peacekeepers apart! You want that? You'll all be out of a job! Kanai Ward is better off without people like him! This city's fallen into ruin ever since he showed up! Now follow my orders! This city doesn't belong to him. It belongs to me! The great Yomi! I'm sorry, Director Yomi. Oder was? This city doesn't Du bist gar kein Würfel! Warum bist du rund? Martina, you're alive? Holy shit! Makoto stopped the execution order you issued. I am here today thanks to him. Martina is right. Kanai Ward belongs to everyone who lives here. It doesn't belong to you! Shinigami? Probably best to stay quiet and watch for now. Ja, würde ich auch sagen, die regeln das schon. Hier wird einmal gepeitscht und liegt jetzt auf dem Boden rum. Okay, der wird auch so auf dem Boden wahrscheinlich rumliegen. Vielleicht liest er gleich noch was nebenbei. I won't stand for this. You're a member of the Peacekeepers. I won't allow such insubordination! Director Yomi, there's something I'd like to say to you. You have the right to remain silent. You have the right to consult with a lawyer. Was? Hat er? Er hat Rechte? What? Your reign is over, Yomi Hellsmile. Now, everyone, arrest the offending suspect. Please, do not be too rough. Even criminals have... Holy shit! Kriminelle haben jetzt auf einmal Rechte. Where did that come from? Bastard! Yomi Hellsmile will be back!
And when I am, I'll kill you! I'll rip you to pieces for taking everything from me! You're all dead. I'll kill every last one of you! As we discussed before, upon receiving his punishment, I hereby resign from my role in the Peacekeepers. You don't have to. I must. This is my way of taking responsibility as his accomplice. Well, Chief Executive Makoto, I hope you will see to the rest. Du bist kein Würfel. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich fand das ziemlich lustig, konzeptuell, aber... Sorry for causing so much naja. trouble. That should settle things for now. What's going on? While the peacekeepers She's had hot. their hands Also, full with the lab incident, I snuck into Yumi's room and looked also, around. König ist ihr. Nur deswegen. Nicht, weil sie ein guter Mensch ist, weil das ist sie nicht. And there, Vielleicht ein besserer Mensch als Yomi, aber ja. it's all thanks to you. Don't tell me. You meant to bring us here to be a decoy from the start? It was all just a series of coincidences. Ja, ja, ganz viele Zufälle hier. Looks like I wasn't able to die once again. Well, at least things worked out. That was really dangerous. I thought you were done for, Master. Das dachten wir alle, also ich nicht. Ich dachte aus Story-Perspektive nicht, aber ja. Seems like he was using me and the others. That pisses me off. Let's give him a piece of our minds. Yeah. I think it's about time I talk to him. Hat sich hier also tatsächlich niemanden seit Monaten versteckt, der sich über das Essen oder so reingeschmuggelt hat. Hier wurde ich doch ein bisschen ausgetrickst mit der Erwartungshaltung, dadurch, dass sie es offensichtlich alles an The Perfect Insider angelegt haben. Ich glaube, das ist mir das Coolste an dem Fall, aber das liegt auch daran, dass ich einfach The Perfect Insider sehr gerne mag. Ist The Perfect Insider besser als dieser Fall? Ja. Also, ja, The Perfect Insider hat einen der insanesten Twists überhaupt. With Yomi gone, there's a change in the winds of Kanai Ward, even through the endless downpour. I will rebuild this city from the ground up. Because I love this city more than anyone else. I see. By the way, how did your investigation at the secret lab go? Did you find what you were looking for? You know, the so-called immortal monster. Vielleicht wird das ja doch noch woanders erforscht. Vielleicht gibt es noch ein geheimes Labor, von dem du noch nicht erzählst. Zum Beispiel im Sperrgebiet, von dem wir immer noch nicht mehr erfahren haben. Wir haben nur erfahren, dass es existiert am Anfang des Kapitels und danach wurde es irgendwie nicht mehr angesprochen, weil wir dann hier waren allesamt. Maybe homunculi are just rumors. But let me know if you'd still like help in your search. If it's within my power, I'll permit you detectives to search anywhere in Kanai Ward. Thanks. Ja, warum gehen wir nicht zusammen ins Sperrgebiet als nächstes? You should return to your friends. I'm sure they're worried about you. Plus, you need to tell everyone what happened to Fuzzhead. Oh, one more thing. I have a gift for you, my friend. Ah, Geschenk? Ich mag Geschenke. Express my gratitude. A gift? Kanai Ward will be reborn, thanks to you. I haven't done anything. No, that's not true. Please accept the gift. We're friends, aren't we? Oh, but don't open it yet. It's a bit of a surprise. Sure. See you later. Das ist eine Bombe. Vielleicht? Na, ich glaube nicht. Die hatten wir schon. Look, he is back! Are you alright? We saw a bunch of peacekeepers heading that way. Well, how did the investigation go? The case is closed. Closed? Really? I see. I'm relieved to hear that. Now the chief can rest without any regrets. Ja, das kann er wohl, ha? Rest? Wait. Do you mean the chief? Wait, you're joking, right? He passed away quite a while ago. I was hoping he would live until Yuma and the others returned, but there was nothing we could do. A while ago? Then that means he was dead before Ja, the Mystery Labyrinth. Überraschung! Wir wissen jetzt nicht, was die Definition von einer Weile ist, ne? Dementsprechend No, it can't be. ist ja auch nach dem Mystery Labyrinth jetzt auch einiges passiert. Please, tell me you're only sleeping.
I will turn back time now. So please, open your eyes. Stop it. There's no need to keep pestering the chief. But... I wish I could do something too. But he's dead. As a detective, you should understand that. Don't sob like a baby. Übrigens, fällt mir auch jetzt gerade auf, Jaco hat pinkes Blut, Desuko hat gerade nochmal rotes Blut an der Lippe. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil Desuko kurz geblutet hat. Nur so am Rande, Was he already dead? Or was it due to the Mystery Labyrinth? We'll never know. I think I'll head home now. My business here is done. So cold-hearted. As usual, he's like an emotionless robot. Vivia, we should head back too. With the chief, of course. Also werden wir ihnen die Wahrheit nicht sagen, werden wir sie für uns behalten, werden wir ihre Welt aufrechterhalten, ihre aktuelle. Sie in einer Lüge leben lassen. Naja, wenn es ihnen nicht schaden wird. Aber werden sie nicht fragen, was den Fall angeht? Ich meine, wir haben gerade gesagt, wir haben den Fall gelöst. Warum okay, sie sind gerade beschäftigt mit Emotionen und so, ne? I guess, aber werden sie wohl nochmal fragen? Werden wir es ihnen nochmal erklären, was wir herausgefunden haben? Master, how long are you gonna let this get you down? I know you're shocked that Buzzhead was the culprit. But you and I solved it together, so shouldn't we be celebrating? Solved it? Yes, we did learn the truth. But it didn't resolve anything. What's the point of solving something if it doesn't save anyone? In the end, we still don't know why the chief did it. Stimmt, also tatsächlich wissen wir das immer noch nicht. Das haben wir nicht so wirklich beantwortet. How could you even consider it solved? I understand why you're upset. Alright, I'll leave you alone for now. Yuma? Hey, kompetente Detektivin. Hat dich vermisst? Du hättest auch das Labor stürmen sollen mal. Kurumi. I just promised I'd give him some alone time! Are you sure you should be walking around alone at Warum this bekomme ich hour? mit ihr kein Mystery Labyrinth? I heard about Chief Yako. Hey, Yuma. Did we make a mistake? If we didn't try to find that secret lab, maybe Chief Yako would still be alive. I don't know if what we did was right or wrong. But either way, I think it would have ended like this eventually. I'm glad to see that you've returned safely. Thank you. To tell the truth, while you were at the lab, I looked into Chief Yako's past a bit. Ah, wir bekommen noch das Warum von ihr geliefert. I was just curious. Do you remember that talk on the submarine? Ja, stimmt, das hat er gesagt, dass er seine Vergangenheit, ne, bla bla bla. Genau das hat er gesagt, was ich gerade zitiert habe. They're all right here. I just wanted to protect the happiness I found within arm's reach. But it wasn't easy. It was too much for me to handle on my own. And as a result, I lost everything. I was an empty shell until you all came along. In short, the chief lost his wife 4 years ago. She was a researcher at Amaterasu's lab. Das war ungefähr, was ich mir gedacht habe, ja. The chief's wife wasn't Ja, das hat man gesehen an ihrem Outfit tatsächlich. On top of that, his wife's death was declared an accident. Oder? Ich glaube, zumindest hatte ich das im Kopf, But dass there das so seems war. to be more to the story. At the time, the lab's head researcher was suspected of leaking technological information. It was the chief's wife that blew the whistle. If what she said was true, he would have been removed. But on the day before the commission came to investigate, an experiment went wrong and exploded, killing her. It's obvious that someone was trying to silence her. Yeah. Chief Yako probably suspected that too.
he was conducting his own investigation. Und er ging davon aus, dass der Doktor dann schuld ist. I don't know what conclusion he reached. Oh, na, vielleicht. So that's who the chief wanted to protect most. Ja, ich denke mal, ich würde das schon an dem Outfit erkennen, ne? Also bitte. He lost everything. And the person his wife accused was Weska. Ah, okay, ja. Dr. Weska. Do you know who that is? No, it doesn't ring a bell. Komm, du musst nicht, also das musst du jetzt wirklich nicht sagen. Das musst du jetzt wirklich nicht sagen. Weil das wird da sowas von auffliegen, wenn das irgendjemand anderes erwähnt. It's getting late. Let's head back to the detective agency. The chief's final words. I think they were actually meant for himself. Yeah, the truth is cruel. You know. Ja, die hatten wir heute schon mal, ne? So when you're lost. But I think he was wrong, because everyone is mourning you, Chief. Chief, I've made up my mind. No matter how cruel it may be, I will expose the truth hidden in this city. Hey, did you come up with this dish yourself? Stimmt, den Duty gab's ja noch am Anfang des Kapitels. Had anything so tasty. Hast du ab das Gespräch nicht schon mal geführt? Dasselbe Gespräch? Cooking is all I'm really good at, after all. Are you hungry? Can I make you something at the agency? Well, I guess I haven't eaten in a while. What? This Splatty is gonna mix something dangerous into your food. I suggest you stay far away. All right. What should I make? I need to cheer you up. Ich wollte gerne mit dem Rahmenmann reden, der voll viel mit mir zu tun hat, vielleicht, weiß ich nicht. Der ist noch ein großes Mysterium. Der wird auch groß revealed als Mastermind hinter allem, was hier geschieht im letzten Kapitel. I'll go on ahead and make something in the kitchen. She seems rather considerate. She's a nice girl. Yeah. I wish you'd be more considerate to me. Muss nicht eifersüchtig sein, okay? Yuma, does light shine into your world now that you've obtained the truth? I don't know. It's like you said. I feel as though the world's ended. I tried so hard to find the truth. Should I not have done that? You should ask yourself that. The you of tomorrow will have an answer for the you of today. As usual, I'm not quite sure what you mean, Vivia. What's that? Eine Einladung zu Smash? It was hidden in the drawer of the chief's desk. It seems like a letter from Anonymous. Anonymous? You mean Yomi? Of course, he didn't know Anonymous was Yomi. This letter mentioned the truth behind his wife's death. The truth? It describes how Dr. Weska conspired to murder her. The facts were laid out, cold and calculated. I wonder, how did the chief feel when he read it? It's not hard to imagine him burning with a desire for revenge against Dr. Weska. By the way, this letter arrived right after I was dispatched to Kanai Ward. In other words, the motive and means were both in the chief's hands. So the letter was the trigger. In my ghost form, I've seen the chief staring at this letter in secret many times. Back then, I didn't know what he was reading, but I know the chief was thinking about it constantly. Perhaps the map of the lab was sent together with this letter. If so, then it was a total setup. I'm sure the chief deeply regretted using her fortes as part of his crime. Or maybe that's just the truth I seek. Maybe it's nothing more than wishful thinking.
You might be right. I think the chief wavered back and forth the whole time. Yeah, I agree. Some people think Vivier is cold-hearted, but I think he cared deeply for the chief. He really did admire him. Well, I think he's terrible at showing it. He needs to work on his facial expressions at the very least. By the way, Yuma, Yomi definitely was the mastermind who worked in the shadows to put this together. But that aside, there's one more person I'm curious about. You mean Makoto Kagutsuchi? Warum zählt Yomi dann nicht als Mörder eigentlich, by the way? Ich hatte es ja im letzten Kapitel angesprochen, dass der Bombendude zählt hier nicht als Mörder, weil die Beteiligung von ihm A, wusste er es nicht, dass er beteiligt war, und B, wurde die Bombe erst nach dem Mord genutzt und nicht davor. Also könnte man sagen, er hat nichts mit dem Mord direkt zu tun gehabt. Aber im zweiten Kapitel war es ja so, dass alle drei gestorben sind, weil die alle drei zusammengearbeitet haben, obwohl die natürlich alle drei nicht den Mord direkt per Hand ausgeführt haben. Und Yomi hat ja hier auch den Mord mit geplant. Und ohne Yomis Einwirkung, aktive, wäre der Mord nicht ausgeführt worden. Das heißt, eigentlich hätte Yomi auch als Mörder zählen müssen, meiner Meinung nach. Und wir hätten ihn auch töten können müssen. Tun. Genau. Also ich weiß nicht, wo die interne Logik hier ist. Ich weiß nicht, was genau die Regeln da sind. Aber, ja, ich wollte es nur angesprochen haben. Fällt mir gerade so auf. Oh, the phone. It's a call from the WDO. We should go back inside. Gut, dass du schon weißt, wer anruft. Na gut, wer soll es sonst sein, I guess, ne? Aber trotzdem, erstaunlicher Körperbau. Die Nummer 1 der WDO mag verhunzelt aussehen, aber unter seiner Robe verbergen sich Muskelberge wie die eines Jugendlichen. Es übersät mit Narben von Begegnungen mit einer Vielzahl von Kriminellen. Das ist tatsächlich ziemlich erstaunlich. Was? Okay. Hi du. Du hast einen, wow, erstaunlichen Körperbau. Who could have suspected that a proud detective of the WDO would commit murder? He doesn't know anything. If only the World Detective Organization had sent support to Kanai Ward sooner. Okay, also ihr wisst alle Bescheid. Ihr wurdet informiert irgendwann zwischendurch. Stop it. There's no point in saying that now. I can hear you. Enough idle talk. Focus. The only thing a detective must do is solve cases. Concentrate on solving mysteries. Emotions will only shackle you as a detective. Emotions must be discarded. Wir müssen Rätsel lösen. Vielleicht kommt Layton um die Ecke. I know you're suffering from the loss of your chief, but the investigation must continue. Until Kanai Ward's ultimate secret is revealed, the great global mystery will never be solved. These are heavy responsibilities. It demands your complete attention. In that case, please tell us, what is the great global mystery? Many master detectives have already been killed. Keeping us in the dark could lead to more deaths. Like what happened to our chief. Very well. The great global mystery is a mass kidnapping case. Ein was? What does that mean? Kidnapping? Yes, countless people from around the world have been kidnapped and taken to Kanai Ward. Achso, ja, vielleicht wurden an denen experimentiert, die wurden zu Homunkeli gemacht, so funktioniert das nicht. We are searching for the heinous criminal responsible. Heinous criminal? Lots of people have been taken to Kanai Ward? But where could they gather that many people in this city? Oder vielleicht hatte ich beim letzten Mal recht, als ich gesagt habe, vielleicht haben sie gar nicht an Homunkeli, sondern an Zombies gearbeitet. Well, I have an idea. War zwar nur ein Scherz, aber, you know, who knows? Ah ja, der Sperrbereich vielleicht, ha? Halara seems to know something. Ich glaube, Halara könnte davon reden, weil da war die Person vielleicht heute. The restricted area. Gut gedodged, ha? Gut gedodged. All the kidnapped people there. You're right. That would be the perfect place to hide them. I was planning on discussing it later, but there is some new information about that place. It appears that the restricted area does in fact have a corpse disposal facility. However,
There are lots of Ja, ich weiß, das Thema hatten wir. Da gab es wahrscheinlich, da gibt es Leichen, die wurden entsorgt. Mhm. In Kanai Ward, corpses rot easily due to the humidity from the rain, so they are quick to retrieve bodies. The corpses are then loaded onto trucks and transported to the restricted area for but that process is managed by a department with a handful of people working directly for Amaterasu's CEO. Ach, direkt für Makoto arbeiten die? On top of that, they are only involved in transportation. They aren't aware of what happens afterwards. How the bodies are buried and who buries them is a mystery. All of this secrecy around the burials. It's suspiciously cautious. The CEO is that Makoto guy, right? Does he have something to do with the corpse burials? But how is the global kidnapping case related to a corpse disposal facility? Ja, vielleicht entführen die und dann töten die und dann werfen die da rein. I know. They are forcing the kidnapped people to bury Das ist the natürlich die bodies. alternative Möglichkeit. I doubt it. Ich glaube Why bother nicht. kidnapping just for that? Anyway, there's definitely something happening in the city. Something sinister. We just don't know what it is. While we're at it, perhaps I should share the information I've obtained as well. Huh? You got something too? That anemic vampire needs Ja, sagt es mir doch einfach. Lass mich doch nicht, gib mir doch nicht dieses gotten the whole story right komplexe away. Gameplay dazwischen. Achso, ich habe gar nicht mit dir reden wollen, aber ja. Hi. I don't know if it has anything to do with what's going on here, but while I was using spectral projection to search for the secret lab, I kept hearing about a strange rumor in town. There's a taboo among Kanai Ward's residents. Something they Achso, ja, das stand gerade im Ladescreen, ha? of outsiders. Taboo. He's probably the only one who could have learned that. I doubt anyone would mention it in front of detectives. So what was it about? The Blank Week Mystery. Die weiße Woche. Vielleicht eine Woche, in der sehr viel verbrannt wird. The Blank Week Mystery? Achso, nee, Blank Week. Okay, es ist nicht die weiße Woche. Es ist blank. Sie ist leer. Unfortunately, all I know is its name, and that it's taboo to mention it in Vielleicht Kanai. auch weiß. Also, man weiß es nicht. Huh? That's it? Well, it does sound ominous. Maybe it has something to do with the mass kidnapping and the restricted area. But all we have to go on is the term. The Blank Week mystery is taboo in Kanai Ward. I wonder if Kurumi has heard about it. I should ask her after this meeting with number 1. She's an informant who may be hiding information. If that's true, we'll have to torture the info out of her. The Great Global Mystery in the restricted area, the Blank Week mystery, and a heinous criminal pursued by the WDO. After coming this far, we're still discovering more mysteries. How are they all connected? What is going on in Kanai Ward? Listen closely, detectives. If this case is ignored, more people will fall victim. You are the only ones who can stop it. The World Detective Organization never overlooks a mystery. Any and all truths must be exposed. As always, we are aiming for a perfect solution. Now that I'm involved in this case, I will guide us to that end. Du hast den Mund ganz schön viel dafür, dass du so wenig redest. Go forth, proud detectives. Das ruiniert diese Szene echt ganz schön krass. Number One wurde gerade erschossen mit einer Rakete oder so. I don't know. Er ist explodiert. What was that flash? Sehr schön gestikuliert, Fubuki. Number 1, I heard an explosion. What's that? Another branch. A news flash. All right, give me the video feed. We bring you breaking news. The WDO headquarters has been struck by a terrorist bombing. Here's live footage from the scene. You can see the fierce fire consuming it. For those of you just tuning in, Terror attack? The WDO. What's going on? What is this?
What is happening? Master, this... Das ist das Geschenk! Ist doch eine Bombe! Wir werden alle ausgenockt. I must rewind. No. Krumi, versteck dich! Krumi, rette uns! Everyone, hold your breath. I wanna die someday. Viel Erfolg dabei. Hey, Master! Nö, Krumi hat's nicht geschafft, schade. Ich hab nicht mal mehr ihr Essen bekommen. Was für eine Enttäuschung. Ist Makoto doch nicht mehr auf unserer Seite. Jetzt, wo wir ihm auf den Fersen sind, gegebenenfalls. Oh, das war der unvollkommene Insider. Ja. Nee, auf jeden Fall der mit Abstand beste Fall bisher. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ein sehr, sehr cooles Howdunit. Auch das Whodunit war diesmal ein bisschen subtiler, halt dadurch, dass wir keine klare, sehr, sehr offensichtliche Auswahl bekommen haben von hier, das sind die vier bis fünf Verdächtigen. Such dir einen davon aus oder vielleicht auch mehrere davon aus, ne? Stell dir eine Auswahl zusammen. Nein, das sind einfach nur Leute, die halt vor Ort waren und man muss überlegen, wer könnte damit zusammenhängen und wer nicht, ne? Es war ein bisschen subtiler gehandhabt dadurch. Trotzdem bin ich dann im Mystery Labyrinth wieder schnell drauf gekommen, wie es wohl war und ja, das ist halt für mich das Problem auf jeden Fall gewesen, ne? Wie es das halt immer so ist. Wie es sich inszeniert hat im Mystery Labyrinth war ganz schlimm, hat es auf jeden Fall wieder sehr, sehr stark runtergezogen und ich hätte es deutlich spannender gefunden, wenn das einfach nicht passiert wäre. Wenn das Mystery Labyrinth einfach nicht passiert wäre oder wenn es kürzer gewesen wäre oder nein, nicht mal kürzer. Ich glaube, es lag diesmal nicht mal an der Länge, es lag diesmal wirklich an der Inszenierung sehr stark. Es war diesmal ein bisschen, mein Problem war so ein bisschen anders hier. Ja, I guess. Das waren viele Sachen. Aber trotzdem kann ich mich nicht beschweren. Ich würde sagen, also, das ist halt das Ding. Wenn ich hier ein Danganronpa-Spiel spielen würde und das wäre einer der Fälle gewesen, hätte ich gesagt, das ist einer der schwächeren Fälle, glaube ich, ne? Aber es ist halt Raincoat und deswegen bin ich jetzt gerade so, ja doch, es ist eigentlich ganz gut gewesen, ne? Ich glaube, das ist so der Punkt, an dem ich einfach gerade angekommen bin. Es ist halt schade. Und für mich hat der Fall vielleicht auch zu großen Teilen davon gelebt, dass ich einfach The Perfect Insider mag und das irgendwie lustig fand, dass es sich das sehr stark irgendwie zum Vorbild genommen hat. Das ist schon eigentlich ziemlich cool. Aber ja. Und das war dann jetzt wohl der letzte Mordfall, ne? Glaube ich. Gehe ich von aus. Also ich weiß, dass das nächste Kapitel das letzte ist und ich glaube nicht, dass es da noch einen Mord gibt. Ich glaube, beim nächsten Mal ist es dann wirklich so ein Enthüllungskapitel, wie es immer in Danganronpa auch der Fall ist. Wo wir dann die großen Mysteries lüften, wo wir herausfinden, was es mit Makoto auf sich hat und was es mit dem Sperrgebiet auf sich hat und mit der Massenentführung und allem davon. Und da bin ich gespannt. Kann mich das umhauen? Gute Frage. Ich glaube noch nicht daran, muss ich zugeben. Wenn ich mir die Qualität der ganzen Fälle hier angucke, dann glaube ich nicht daran. Ich meine, ich versuche jetzt gar nicht erst Theorien aufzustellen. I don't care enough. Also außer die Sachen, die ich halt schon geäußert habe, I guess, ne? Werde ich wahrscheinlich nebenbei im nächsten Kapitel tun, dass ich die ganze Zeit, während wir Sachen uns angucken und Sachen uns anhören, dass ich noch Theorien aufstelle, aber ich werde jetzt nichts Großes dafür planen, glaube ich, im Voraus. Wir lassen es auf uns zukommen und schauen, ob mich das überraschen kann und ob jetzt plötzlich alles Sinn ergibt und das hier zum besten Spiel aller Zeiten wird spontan. Vielleicht sagt es mir am Ende, ja, die Mysteries waren alle absichtlich viel zu leicht. Bam. I don't know. Naja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns dann im besten Fall auch wieder. Bis dahin. Ciao.